Wunderschönen. Wir hören die Musik schon im Hintergrund. Ich muss das mal kurz umschalten. Ah. Jetzt, Entschuldigung. Okay. The Room 2. Den ersten haben wir gemacht, den zweiten machen wir auch. Wir werden einen dritten und einen vierten machen. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, was gibt's groß zum Sagen? Ich meine, ist halt ein Rätselspiel, ne? Wir werden jetzt einmal anfangen.
Aber tschüss. Hinweise aus. Lautstärke würde ich sagen, passt so. Wenn es euch zu leise ist, gerne her damit, aber ich würde sagen, es ist okay. Grafik passt auch. Neues Spiel, ne? Würde ich sagen. Schaut, ob das schwerer ist wie der erste. Okay. Wenn meine Berechnungen stimmen, müsstest du hier herauskommen. Vom ersten Teil wahrscheinlich. Willkommen, Freunde, es gibt viel mitzuteilen. Sehend bist du noch nicht, doch ich habe dir etwas hinterlassen, das dich sehend macht. Auf dass dein Weg kürzer sein möge als der meine. Ich muss in diesem Raum verbergen und es deiner Schleue überlassen, es zu finden. Schleue, ach Gott. Ich bin nicht der einzige Geist in diesem Orte. AS. Schau dir das Okular im Inventar an. Ach, das habe ich noch. Okay, die Linse ist kaputt. Warum? Klicke auf das Pfeilsymbol, um das Inventar zu verlassen. Rechts klicke mal rauszoomen. Okay. Zoome weiter heraus, um den Rest des Raumes anzusehen. Okay. Doppelklicke auf die runde Kiste. Drehe Schlüsselloch, okay. Drücke auf den Knopf, jawohl. Und hoch damit. Haben wir im ersten Teil auch schon gehabt. Bisschen lauter, glaube ich, machen wir es noch. Moment mal. So, ja. Ein Puzzle, es scheint, als ließen sich einige der Objekte verschieben. Okay, einige. Das erste schon mal. Ach so. Wow, das ist ja... Wische, um die Schublade zu öffnen. Ja, wird die ins Okular passen? Ja, natürlich passt das Okular. Klick aufs Okular anzulegen, jawohl. Ein Fingerabdruck, jawohl. Ein kleines Stück geformtes Metall. Da. Würde ich sagen. Also ich hoffe, es ist schwerer. 23. Oktober 1883, Mr. Rigby. Ich muss gar nicht mehr sagen, als dass ich das Vertrauen meiner Kollegen in Sie nicht teile. Versicherter, hi, servus. Hey, einen wunderschönen. Da schreit einer in den Stream rein. Wenn es nach mir ginge, würde ich einen Mann derart niedriger Herkunft und derart geringen Rangs wie Sie niemals einstellen. Mein Leben kickt rein. What? Haku, ahoi, servus Jens. Ähm, Es lässt mich erschaudern, dass wir eine Grauprobe bei uns aufgenommen haben. Doch wie Mr. de Montfaucon zu sagen pflegt, in der Not frisst der Teufel fliegen. Was gestern nur Halsschmerzen und heute so eine dicke Halsschmerzen, Fieberübelkeit und Schnupfen hält mich, please. Hm. Ja, schwierig. Ich kann dich bloß ein bisschen unterhalten, eventuell. Aber um gute Besserung wünschen, das kann ich auch machen. Mach ich ja. Ansonsten, ja. Halsschmerzen ist gemein. Ablenkung tut gut, ja, das stimmt wohl. Das stimmt wirklich. Oh Mann, ja, aber krank sein ist immer kacke.
Da brauchen wir nicht reden. Moment. Es obliegt nun also mir, Sie bezüglich Ihrer scheußlichen Aufgabe zu unterrichten. Wie Sie sicher wissen, werden Sie bei Ihrer Rückkehr nur dann entlohnt, wenn Sie das Artefakt haben. Aber wir sind der Grabräuber, ne? Sollten Sie abseitige Gedanken entwickeln, darf ich Sie daran erinnern, dass das Artefakt zwar von enormem Wert ist, aber das auch nur für eine Handvoll Wissenschaftler. Für die Augen Ihrer Hände, ungebildete Herren wie Sie, ist es nicht vorgesehen. Ich muss bedingungslos darauf bestehen, dass Sie jegliche Manipulation an dem Objekt unterlassen. Andernfalls können Sie in größte Gefahr geraten. Es handelt sich um ein äußerst mächtiges Instrument, das von niederen Geistern in Ruhe gelassen werden muss. Was? Und dann schiebt der Arzt mir ein Corona-Stäbchen in den Rachen und ins Gehirn. Das war viel. Das war geil. Ich hatte schon 5 von den Tests. Also das Corona-Stäbchen ist zum Kotzen, ja. Das spürst irgendwo hinten am der Rückseite vom Schädel, merkst du, wenn er so langsam auf der Innenseite vom Kopf kratzt. Ich kenne das schon, ja. Das ist richtig kotzig, das Ding. Ich merke das immer noch. äh, oh Mann. Achso, das haben wir gefunden, okay. Ich muss wieder kurz ein bisschen lauter machen, glaube ich. Das war am Anfang so ein lautes Spiel. Okay, ist besser, oder? Ja, ein bisschen Background brauchen wir schon. Ah, gut. Also kommen wir gar nicht mehr drauf, dass das Ding so liegt. Oder doch nicht. Kann ich hier auch drauf irgendwie? Fang auch gar nicht an zu tippen, das wird witzig. Mit Reus? Sieh, das ist Fehlenteil. Hm, na? Eine merkwürdige Messingkugel, na nice. Eine merkwürdige Messingkugel dazu. Hätte schon gar nicht so eine normale wäre. Oh mein Gott. Geht gerade irgendwie Visage-Vibes. Der schaut mit dem Mauszeiger nach. Okay. Weiß ich nicht aktuell. Was ist der Kisten da? Kann man da schon irgendwas drücken an dir? Ein bisschen heller noch. Na, warte, Moment. Diese falsche. Bildschirmhelligkeit. Das dürfte ein bisschen besser sein, glaube ich, oder? Ja, glaube ich, besser. Hm. Weil der prüfende Blick des Hakus, der das Spiel schon kennt. Nee, 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 ich will da drauf. Der sagt nichts von enorm. Also,
EW, den haben wir Wert. Über ND, D macht keinen Sinn. Ich hoffe, das ist. Das soll es auf Englisch überschalten, ich hoffe, das ist gut übersetzt. Okay, also was willst du von mir, Spiel? Das ist immer nur Tutorial, hätte ich gesagt, oder? Ich kann's. Ich kann auch mehrfach das gleiche machen. Okay, geht nicht. Ach so, also ich. Ach so. Ich starte, sprich das erste muss er E oder S sein, anders geht's gar nicht. Kann ich da nicht stabilisieren? Nee, geht nicht, okay. Also EW geht schon mal nicht, sag jetzt mal. Dann weiß ich es nicht. Kann ich das aufmachen da? Da rührt sich auch nichts. SESWN. Geht doch. Ein Medaillon. Hau her das Ding. Soll ich da rein? Nö. Kann man nicht mehr drehen, oder? Nö. Ah, okay, das soll wahrscheinlich wieder da rein. Nicht? Ah, dann kurz da. Das kann ich nicht mehr anzoomen. Das ist echt blöd. Ich vergaß. Ob wohl etwas zu dieser Form passt. Nee, glaube ich nicht. Purer Zufall, dass das da ist. Okay. Kann ich da reden? Ach Gott. Muss da hin drin, ne? Kann ich ja so machen, gell? Was tust du mit das da? Kompliziert. Alter! Geht zumindest in die grobe Richtung Horror. Ist das schon mal ganz cool. Illumination. Du bist geistig und körperlich unbeschadet aus der Gruft gekommen, doch ich fürchte, deine Prüfungen haben gerade erst begonnen. Spiel fortsetzen, hau raus. Krass. Finster mit P. Noch immer kein Zeichen und mein Geduldsfaden reißt so langsam.
Frustriert bin ich bereits auf den Vormast geklettert. Vormast. Die Tat eines Narren. Der Nebel ist so dicht, dass ich aus dem Mastkorb kaum das Deck sehen kann, geschweige denn die Helena. Und dennoch habe ich die Waffendeck, die Kanonen bereit machen lassen. Die Männer müssen einsatzbereit. Die Männer müssen einsatzbereit, hey. Müssen Männer einsatzbereit? Ja. Vormals Moskau Kanonen. Als wenn ich mit dem Schiff auskennen würde, ne. Also Kanonen kenne ich. Vormast, das ist das da? Das ist das der Vormast, denke ich mal. Oder Mast, das ist der Mastkorb wahrscheinlich. Da ist der Schlüssel, habe ich gerade gesehen. Das ist, was ist das, der Vormast da, oder? Blub, komm. Was geht da auseinander? Okay, ich schieb's nur hin und her. Kann aktuell aber nichts. Kanonen, kann ich irgendwie keine anzünden, okay, nice. Irgendwie aufmachen? Also ich dachte, das wäre ein Schlüssel auf. Na gut, okay, dann ist das schon nicht, aber. Das ist eine Kanone. Alter, ne. Sag mir das doch. Ach Gott. Ein merkwürdig geformter Schlüssel. Na gut, okay. Da brauchen wir eine zweite Seite von W, das ist mir klar. Passt. Ähm. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Es geht um dieses da. Das sind die drei Dreiecke, okay. Die müssen wahrscheinlich die Form da geben. Also das Dreieck da oben. Da müsste das da unten. Achso, Moment mal. Sherlock Holmes. Nein, das ist The Room. Nein, das ist ein Puzzlespiel tatsächlich, ja. Das sind auf jeden Fall drei Dinger, drei Dreiecke, die interessant sind, aber. Oder auch nicht. Nicht? Stimmt doch, oder? Unten die Bauchnummern um das Ding. Ah, das ist eine Kantig. Jetzt, so stimmt's. Voll die Verarschung, ne? Aha. Granitik, Servus, Ahoi.
Also ich kenne das Spiel, also ich kenne den ersten Teil kenne ich, den habe ich jetzt vor kurzem erst mal gespielt. Also, aber irgendwie sind überall Schieberegler, wie so ein Spezialpuzzle, sage ich jetzt einfach mal, dass man zusammenbauen muss. Nur in dem Fall baut man nicht zusammen, sondern man zerlegt. Okay, wir haben aber das jetzt raus. Nee, Double Flan. Okay, das hat sich erledigt, okay. Was sonst? Haben wir hier noch irgendwas zum Schieben? Können wir das schieben da? Haben wir anscheinend noch nicht. Anscheinend noch nicht. Wir haben noch einen Vormast. Das waren die Kanonen. Aber ich weiß halt, was der Vormast ist. Das da? Normal ist das der Vormast, hätte ich gesagt, da. Bin kein. Was gibt's Granatik? Mastkorb, Vormast und Kanonen. Das ist doch der Vormast da, oder? Bin ich blöd? Er ist vorne dran, das ist ein Mast. Muss schon passen. Ah, das bin nebenbei ein bisschen voller. Ah, nice. Ah, das war. Stimmt, das habe ich auch noch nicht gesagt, das Vierer. Das will ich auch noch machen, unbedingt. Bin auch noch jungfräulich, was das angeht. Okay, ich komme hier quasi auf mehr Sachen hin. Alles klar, dann war das der Vormast bloß ein Muster, das gar nicht sein. Ist das der Vormast da? Da war der Mastkorb. Da war der Schlüssel. Ich weiß, ich habe den ersten Teil auch gespielt davon. Ich finde es ganz lustig. Die sind leider nicht allzu schwer. Was ist das da? Ich drück mal nicht drauf. Nicht, dass Hinweise sind. Was könnte Kapitel sein, vielleicht? Das ist ein Rätselspiel, ja, genau, richtig. Hidden Box kann man nicht sagen. Wie nennt man es am besten? Escape Room im umgekehrten Sinne, sage ich jetzt mal. Beim Escape Room will man raus, aber wir wollen rein. Also in die Kiste rein. Wobei, eigentlich könnte man es als Escape Room gelten lassen, denke ich mal, ja. Da unten ist auf jeden Fall was. Wir haben quasi eine Linse, mit der sehen wir verdeckte Sachen oftmals. Wir können quasi jetzt hier überall. Ah, Moment, ich habe gesehen, das hier können wir bestimmt durchschauen später. Das hat schon so eine komische Farbe, das Ding da. Das Segel. Wir haben die Schatztruhe, ist okay, die ist hinter uns, aber da fehlt uns auch noch was dazu. Irgendein Zahnrad oder irgendwas, würde ich sagen. Das kann ich auch nicht bewegen. Was ist denn der Vormast? Ist das der Vormast? Ich denke mal, das geht bestimmt irgendwie auf da. Der Pöbel da reindrücken, rausziehen, geht nicht. Da irgendwas drücken.
Oh mein Gott, da liegt der Zettel. Ach Gott, habe ich gar nicht gesehen. Ein Berg, ein Sumpf, ein Palast und ein Armeen. Ein Berg, ein Sumpf, ein Palast und ein Armenviertel. Warum nicht die Kajüten einer geschwind segelnden Galeere? Jeder schwindelerregende Schritt schleudert mich quer über den Globus, als wäre es ein schlichtes Huschen um die Ecke. Wirst du meinen Wege folgen oder dir einen neuen Weg bahnen? Gemessen an meinen eigenen Erfahrungen hast du gewiss schon so manches erlebt. Ich werde weiter am Sitz hinterlassen und dies solltest auch du tun, damit wir erkennen können, ob sich unsere Wege kreuzen. Aufregend ist dieser Ort für wahr, doch irgendetwas stimmt hier nicht, wenn ich auch nicht zu sagen vermag was. Ein Hauch irdischer Realität fehlt, bisweilen riecht es nach Kalk und Theaterschminke. Kalk und Theaterschminke. Überhaupt nicht gesehen. Die haben wir schon umgedreht. Schau da nochmal hin. Ach so, ist die Position. Oh mein Gott. Also wirklich angeben die Position an der Kiste. Da brauchen wir jetzt kein Sherlock zu sein, dass man das so sieht, oder? Eine seltsame Röhre. Was wolltest du das Ding zeigen damit? Oben rechts der Punkt unten. Oben rechts ist der Punkt unten links. Ja genau. Da brauche ich aber das Ding da dazu. Das war eigentlich logisch wegen dem Schlüssel. Na komm, zum an. Sondern nicht dahin. Na, schauen wir uns die Röhre mal an. Eine seltsame Röhre. Ausklappen. Ist immer eine seltsame Röhre. Jetzt ist keine seltsame Röhre mehr. Das ist ein seltsamer Schlüssel. Okay. Es dauert nicht lange, sie ausfindig zu machen. Wir fuhren 2 Meilen lang durch heftige Strömung gen Norden, um den Vorsprung aufzuholen. Als wir dem Lande näher kamen, wandten wir uns 2 Meilen gen Westen, um mir an der Küste den Weg abzuschneiden. Da von ihr keine Spur war, führten 3 Meilen Richtung Süden, um sie zu finden. Wir erblickten sie, doch ehe wir sie aufhalten konnten, durchquerte sie das Kap. Nun müssen wir der Tide harren, also den Gezeiten. Also 2 Norden, 2 Westen, 2 Norden. Zwei Westen. Eins, zwei, drei. Selbst Elemente haben sich gegen uns gewandt. Der Weg am Kap vorbei führte uns 4 Meilen gen Westen und schon bald sahen wir ihre Masten 4 Meilen entfernt von im Norden. Als sie uns hinter sich erblickte, fuhr sie 2 Meilen nach Westen in eine Nebelbank hinein. Angesichts ihrer schweren Ladung konnten wir sie mühelos überholen, sobald sich bloß dieser verfluchte Nebel legt. Könnten wir sie mühelos überholen. Also 4 im Westen. Geht nicht. Kann ich das zweite Ding irgendwie hinlegen oder sowas? Oder? Leider ist wieder was zum Aufsperren. Schlüsselloch scheint versperrt zu sein, das sehe ich. Ah ja.
Der Weg am Kap vorbei führt uns 4 Meilen gen Westen und schon bald sahen wir die Masten 4 Meilen entfernt im Norden. Nach Westen kann ich nicht. Also ich kann nicht weiter fahren. Glaube ich. Zumindest. Hier kann man nichts machen, oder? Hier auch nicht. Okay, dann müssen wir nur schauen. Was gibt es denn da zum Versteckt? Hier liegt ein Buch rum. 30 Wochen sind wir nun bereits auf See und die ausbleibenden Schätze lassen die Besatzung unruhig werden. Obgleich es niemals zugeben würde, teile ich ihre Bedenken. Für Freibeuter steht viel auf dem Spiel und meine Geldgeber werden murren, wenn ich mit leeren Händen ankomme. Denn auf das San Esposito gemachten Gefangenen zufolge müssten wir die Santa Helena in diesen Gewässern gleich hinter Neu-Granada finden. Turmbehandlanger waren es mit allem außer den Arbeitern auf Deck unvertraut, doch sie sprachen von einem an Bord befindlichen Artefakt großen Wertes. Ich nahm sie in meine Besatzung auf. Okay, wir haben nichts gekriegt. Was willst du von mir spielen? Schlüsselholster Deck. Ah, okay, das kann man doch bewegen. Schlüssel ist aufgegangen, irgendwas anderes auch, habe ich gerade gehört. Was? Was ist gerade aufgegangen? Gott, das ist noch einiges, oh mein Gott. Na gut. Wir haben gerade erst angefangen. Was hat das gerade gerührt? Ich habe noch keinen Schlüssel. Ich denke, wir kriegen ein zweites Schiff oder irgendwie sowas, glaube ich, ja? Irgendwo. Hier nicht. Hier auch nicht. Und hier aber auch nicht. Hinten sehen wir nichts. Hier können wir nicht umblättern, oder? Da nur die eine Seite, okay. Irgendwie. Kriegen wir da irgendwas? Was ist denn dran? Ich würde genau hinschauen. Aber anscheinend interessiert uns nicht.
Was sehe ich nicht? Hier können wir Juwelen einsetzen. Lass mal eingehen. Okay. Das ist der Bereich wahrscheinlich hier unter Deck, wo wir gerade sind. Der hier. Hier sehen wir die Kanone auch. Ist okay. Hier können wir nichts machen. Ist jetzt hier unten was vielleicht? Das hat irgendwas mit dem Ruder zu tun. Okay. Hier würde das Steuerrad fehlen, denke ich mal. Kann man das irgendwie rüberschieben, vermute ich. Das ist ein komischer Stoff, den wir da durchschauen können. 100%. Ich verstehe, was der Vormast will. Aber ich denke, das ist der Vormast, oder? Das hat den Vormast klettert und hat den Mast gehabt, also das wird wahrscheinlich das sein. Das war wahrscheinlich der Hinweis. Ja, ich glaube, wir sind hier schon falsch. Muss irgendwas hier sein. Muss es quasi einfach ohne Ding, ohne Schiff. Der Weg am Kap vorbei führt uns 4 Meilen gen Westen. 1, 2, 3, 4. Und schon bald sehen wir den Masten 4 Meilen entfernt im Norden. Sprich, die waren quasi da. Als sie uns hinter sich erblickten, fuhren sie 2 Meilen nach Westen in eine Nebelbank. Da. Angesichts ihrer schweren Ladung könnten wir sie mühelos überholen, sobald sich bloß der verfluchte Nebel lichtet. Soll das der Nebel sein da? Oder ist das der Nebel da? Soll das der Nebelbank sein? Auf 4 Meilen nach Westen, 1, 2, 3, 4, würde ich sagen, hier. Also dann wieder nach Westen gefahren, das verstehe ich nicht ganz. Westen ist er hier. Norden, Osten, Süden, Westen. Kann ich wieder resetten? Das passt ja. Vier, 1, 2, 3, 4. Da waren die anderen. Die sind hier quasi reingefahren. Aber, hä? Selbst die Elemente haben sich gegen uns gewandt. Der Weg am Kap vorbei führt uns 4 Meilen gen Westen. Ich kenne halt die ganzen Begriffe nicht, verdammt. Aber Kap ist, ich würde sagen, Land. Einfach nur also der Klippe. Und schon bald haben wir den Masten 4 Meilen entfernt im Norden. Am Kap vorbei. Das ist ja ein Meilen-Setting einmal Kästchen. Vermute ich. Und dann. Huh. Ich weiß, soll das die Nebelbank sein? Das ist doch ein normaler Land, oder? Das ist der Nebel, hätte ich gesagt, oder? Am Kap vorbei. Man kann nicht vorbeifahren hier.
Wird schon passen, ich meine, die waren hier und sind dann quasi da in den Nebelbank reingefahren. Denke ich mal. Aber wie licht ich den Nebel? Hier ist er immer noch da. Wie kriege ich den Nebel weg? Ah, weiter. Da ist auch so ein Ding, oh mein Gott. Hätte ich vorher schon finden sollen, oder wie? Fehlt immer noch so ein Ding. Oh Gott. Ich fahr mit. Wie kann man da nicht draufkommen mit dem Schlüssel, wenn man einen Schlüssel hat in der Form von dem Schlüsselloch? Ich sehe den ganzen anderen Scheiß außenrum nicht. So schaut's aus. Aber weißt du, was hier im Eck versteht? Also hier muss noch, also wir haben quasi das hier da. Das war Zugehörigkeit zu diesem Rätsel da. Das haben wir ja schon, weil wir es einfach, ja, Big Brain-mäßig quasi schon gelöst haben. Oder nicht. Und jetzt, das hier habe ich gerade gesehen. Dann schauen wir weiter. Aber ich könnte da quasi nicht rein. Naja, egal. Schauen wir weiter. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Da ist ein Nebelbon reingekommen, würde ich sagen. Richtig. Wir haben sie jetzt kurz vor Mittag, legte sich Nebel und da war sie, 6 Meilen im Süden. Wir nähern uns ihr rasch und sie floh 2 Meilen weiter nach Osten zum Kap hin. Nun ist gerade einmal noch eine Meile im Norden. Das Kap wird sie nicht mehr erreichen. Oder was? Schwenken wir wirklich? Tun wir schon, ne? Ich drehe jetzt in die falsche Richtung. Vermutlich. Sieht vor allem ziemlich lang. Ah ja, okay, ne, sind wir schon richtig, passt schon. Dachte, dass irgendwann was kommt. Kathi, hi! Hola! Gestern früh dran heute. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ja gut. Heute passt wieder mal Standardzeit, ja. Gestern hätten wir dich brauchen können, Kathi. Wir haben was Neues rausgekriegt. Und zwar Predictions, also vor, wie sagt man es, Vorhersagen.
Ähm, also ich weiß, wie es bei dir ausschaut. Können Streamer quasi und Mods können das aktuell. Und also ich kann es nur kurz zeigen jetzt. Du kannst quasi hergehen und kannst warte mal, zum Beispiel jetzt quasi kann ich jetzt hergehen und kann sagen, okay, ich will jetzt eine Vorhersage machen. Vorhersage starten. Dann sage ich, okay, kann man quasi mit den Kanalpunkten kann man dann quasi wetten, wenn man so will. Ich sage zum Beispiel, Vorhersage starten. Keine Ahnung, schaffen wir heute das Game? Kann ich sagen, Ergebnis ja oder Zweifel Ergebnis nein. Ich kann nur zwei Sachen geben. Ich kann zum Beispiel jetzt sagen, okay, ich will jetzt 5 Minuten lang oder sagen wir 2 Minuten, ist wurscht. Vorhersage starten. Starten, okay. Dann quasi läuft die Vorhersage um, schaffen wir das Game, dann quasi kann man mit Kanalpunkte quasi kann man wetten, ja oder nein, je nachdem. Und natürlich ist quasi ganz einfach, die Verlierer kriegen quasi die Punkte oder die Gewinner kriegen quasi die Punkte aufgeteilt von den Verlierern. So muss man sagen. Und ja, einfach, und ich muss da quasi nochmal bestätigen, oder du, je nachdem, wenn es rum ist die Zeit. Und dann kriegt man quasi Kanalpunkte auszahlt. Also ist natürlich ganz lustig, wenn einige Leute dabei sind, sage ich jetzt mal. Aber, also 810 Vorhersagen. Es ist, weil jetzt, also ich tue es also nicht, weil Granitic hat 800 Mountain auf Nein gesetzt. 800. 800, genau. Und Kathi wahrscheinlich 10 auf Nein, vermute ich mal, weil ich sehen würde den höchst bietenden, quasi. All in. Also als Beispiel jetzt quasi. Gestern haben wir es quasi gemacht, ob mich eine Bombe trifft, das ist ein Kack. Wenn quasi jetzt das rum ist, dann können wir quasi. Genau, ja, ich habe es doch gehabt. Jetzt hast du 10 auf Plus, auf Ja gesagt, wahrscheinlich, oder? Also Beispiel jetzt quasi. Jetzt vorbei ist, muss ich quasi hergehen und muss dann. Na, Orchkatzel. Der Tobi ist auch da. Mit der. Wenn quasi zum Beispiel vorbei ist, muss ich quasi dann bestätigen, was richtig war. Dann quasi wird halt einfach der komplette Pot wieder aufgeteilt unter den Gewinnern. So muss man sagen. Allerdings, ich glaube im Verhältnis zu dem, was man gesetzt hat natürlich. Man sieht ja die Quote aktuell. 1 zu 1,01 oder 1 zu 2,80 drauf geht. Ich weiß nicht, Kathi, du müsstest normalerweise ich glaube, die höchst geboten, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Normal müsstest du das gleiche sehen wie ich. Ich weiß nicht, der andere sieht immer nur die Ja-Nein, Prozentzahl, wie viel das gesetzt worden ist, die Rückgabequote und die Stimmen insgesamt, glaube ich, sieht man. Während ich glaube, wer die meisten Punkte abgestimmt hat oder was abgestimmt hat, in den Bereichen, das glaube ich, sehe nur ich oder du eventuell auch. Ich hatte eine, du nimmst als Moderator Teilwarnung bekommen. Oh, eine Warnung. Ach so, weil du der Moderator bist. Ja gut, weil du es auch beeinflussen kannst, natürlich ist ja ganz klar. Ich kann nicht teilnehmen. Ich darf es nicht. Als Beispiel jetzt. Also man hat quasi 2 Minuten Zeit, dass man quasi Punkte vergibt oder Punkte einsetzt. Und zum Schluss quasi innerhalb 24 Stunden muss man es dann auflösen. Du kannst mal schauen, ich weiß nicht, ob du. Hast du das Stream Overlay offen? Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Und ich weiß nicht mehr, wie es bei dir ausschaut, wenn du auf das Mod-Symbol unten gehst, quasi unter dem Chat. Genau, und jetzt quasi sieht man im Chat auch, zum Beispiel Kati Six, du hast zum Beispiel auf Vorhersage Nein gestimmt. Du hast quasi jetzt ein Zweier davor. Während Granitic zum Beispiel, wenn er jetzt mal kurz was schreibt, nein, der hat auch einen Zweier davor, genau, hat auch einen Zweier davor. Der Tobi zum Beispiel hätte jetzt einen Einser davor. Der quasi auf 1 tippt hat. So sieht man quasi, wer was abgestimmt hat. Sieht man quasi die ganze Zeit. Aber ich kann diese Vorhersage nicht verwalten, da ich abgestimmt habe. Achso, okay. Genau, Test. Zum Beispiel Tobi hat das quasi einen Einser davor. Das ist ganz lustig, finde ich. Und dann können wir es mal kurz abschließen. Das ist ja wurscht eigentlich, kann man ja noch dann machen, ob wir es wirklich schaffen oder nicht. Das ist halt haben wir gestern der Dom und der Tom haben das gezeigt. Ist sau cool, finde ich auch. Es ist eine Spielerei, wo man mit den Kanalpunkten mehr machen kann quasi. Ist einfach eine Spielerei. Aber lustig. Wenn es natürlich bei 2, 3 Personen ist, uninteressant, sage ich jetzt mal, wenn es mal 10, 20 Leute sind, dann ist sowas cool. Finde
Vielleicht auch bei 5 schon, ist ja wurscht. Und ich habe es rausgekriegt, es geht. Ich kann in Zukunft bei Donations, zumindest geht es aktuell, wähle am besten Nein, dann habe ich Punkte gewonnen. Aber nicht, du kriegst eigentlich nur deine Punkte zurück. Du kriegst nur deine Punkte zurück plus den Einsatz quasi von dem anderen. Aber ich sag mal, ich, ich beende es mal kurz. Kann sich ja Karte auch nochmal spielen, wenn sie mag. Dann muss ich quasi auf Ergebnis wählen machen und dann sage ich zum Beispiel, Nein war das meiste, gell? Ja genau, okay, weil dann. Okay, so, dann machen wir Nein, Vorhersage abschließen. Abschließen, dann quasi wird das Ergebnis bekannt gegeben. Das Ergebnis in der Vorhersage ist Nein. Wir schaffen es zwar wahrscheinlich heute, denke ich mal. Also weiter drütteln zwar wahrscheinlich nicht. Dann kommt wieder quasi was war. Dann quasi siehst du 10 versus 810. Da müssen wir normalerweise sehen, wenn man drauf geht auf Details, 820 geht an Granitic und this username is not available. Genau. Zum Beispiel. Erwischt mich der Killer, egal was. Ja genau, zum Beispiel. Nachteil ist halt das, es muss halt ein Mod machen, weil ich, wenn es nebenbei spiele, ist schwierig. Also es geht bei Mario Kart zwischen den Runden super. Aber ja, gewonnen. Aber bei anderen Spielen wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ja, aber bei DBD wärst du dabei. Wahrscheinlich, denke ich mal. Äh, 6 Mal im Süden. Eins, 2, 3, 4, 5, 6. Sie floh 2 Meilen weiter nach Osten. Eins, 2. Zum Kap hin. Nun ist sie gerade einmal eine Meile im Norden. Okay. Hau raus. Aber bei DBD kann man ja das in der Lobby machen, entkomme ich oder nicht. Gut, stimmt, zum Beispiel, würde auch gehen. Gehen wir die mal. Wow, ist die groß, okay. Ich sehe her, was wir alles kriegen heute. Kann man noch nicht bewegen? Noch nicht. Ich habe in eine Richtung drehe, das passt schon. SLRL, das glaube ich stimmt nicht. Das kann man verdrehen, ja. Aber bestimmt wieder irgendeine so eine Sicht auf irgendwas. Ah ja, genau. Rose. Okay, Rose. Die Rose. Was zweite Juwel gibt's? Ein Edelstein, sagt er mal. Den kleben wir hier dran. Und bam. Dramatische Musik. Durchhalten im Raum. Mal auf das Ding. Geht nicht. Was bist du? Ein Gewicht. Okay, du bist ein Gewicht. Du bist Zettel. Es liegt in der Natur dieser Welt, sich selbst in immer komplexere Zustände zu verwirren, wie die Spiralen in einem Strudel, Muster und System zugleich. Es scheint, als wäre jeder Raum selbst ein weiterer Teil einer größeren Apparatur. Du musst den Raum in Einklang bringen, um die Glyphe zu finden, um die Glyphe in Einklang bringen, um die Tür zu finden. Alles muss im Eingang sein, doch zu welchem Zweck? Bin ich der Entdecker, der Gefangene oder eine Laute im Labyrinth? Man müsste bin raustappt, Entschuldigung. Bin nochmal raustappt, das mal aus Absicht. Jetzt nein, ich will da hinten drauf. Tue ich da drauf doch nicht?
Was ist das da? Eine kleine Scheibe. Die kleine Scheibe kommt wahrscheinlich da rein. Ein Gewicht. Okay. Das bist du. Ich weiß nicht, was ich gerade mache. Ganz gleich sehen. Was mache ich für ein Gewicht? Warte mal. Wo ist die nächste Scheibe? Was willst du von mir? Und Kathi, wie viele Sterne hast du jetzt zurückgezahlt wieder? Bist du wieder pleite? Oder hast du Tom Nook noch im Griff? Nein. Da unten war was. Die Santa Helena lief um 18 Uhr auf einem Felsen auf. Sie hob sich, als ob der Rumpf abgerissen worden wäre, und sofort schoss das Wasser mit fürchterlicher Geschwindigkeit herein. Diesen Felsen allerdings gab es nicht. Wir näherten uns, soweit es ging, um die Überlebenden aufzunehmen, doch nur ein Besatzungsmitglied entkam dem Wrack. Eine Art Gelehrter, ein irrgängiger, zerschlissener Mann in blutverschmierten Fetzen. Seine Faust umschloss eine Art Skulptur, mit wirren Worten sprach er davon, wie unermesslich mächtig und wertvoll sie sei. Vielleicht ist unser Schatz doch nicht mit der Helena gen Meeresboden gesunken. Ich ließ das Objekt in die Obhut meiner Kajüte verbringen. Bisschen Lore. Nein, ich sammle meine Sterne jetzt. Gestern war ein superherziges Kleid in der Schneiderei und ich konnte es mir nicht leisten, weil mich Tom Nook ausgenommen hat wie ein Hündchen. Das passiert mir nicht nochmal. Ja, Tom Nook ist einfach, ja, man kennt ihn. Schlimmer als die Mafia, ja, du hast vollkommen recht. Sehe ich irgendwo, was ich da brauche? Ah, da war es nicht, oder? Das sind Ecken da. Ich kann die aber nicht mitnehmen, ne? Ich muss die irgendwie drehen. Da Scheibe oben drauf. Ah, nicht, oder?
Nö. Now I'm hanging. Kann's nicht aufmachen. Kann man rüberjumpen. Also ich dürft es gerne mitraten. Überhaupt kein Thema, nicht? Jetzt sind die Dinger da hinten vielleicht, ist da was passiert? Also irgendwie, wir brauchen wieder eine Scheibe, ist mir vollkommen klar. Aber die sehe ich aktuell nicht. Es ist halt ein Rätselspiel, wie beim ersten Teil auch. Man muss quasi einfach irgendwas machen. Es gibt immer irgendeinen Hinweis auf das, was man machen muss. Wir haben jetzt quasi als nächstes brauche ich quasi einen Stern und so Sechskant Gewicht, das wahrscheinlich hier drin ist und hier drin ist, vermute ich mal. Quasi um hier reinzukommen, muss ich halt quasi wieder irgendeine Scheibe hier einsetzen und dann die Dinger nach unten reinziehen. Dann geht das da quasi auf. Das verstehe ich schon, bloß wo kriege ich die Scheibe her? Die erste lag hier drin, die zweite war da drin. Ey, 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 I'm on vacation. Die Streifen sind unterschiedlich, ja. Ich denke, dass hier eine Scheibe reinkommt, wo das vielleicht interessant ist, ja. Aber es passt halt das hier. Da ist der Pfeil nach oben, hier so nach unten und hier nach links. Allerdings, das hat irgendwas mit den Dingen noch zu tun. Kann ja mal schauen, ob ich es abschrauben kann. Du musst da solche Eckerl drehen. Die Eckerl. Wer kennt sie nicht? Sie müssen erst die Lasche durch das Eckerl drehen. Und mit der kleinen Scheibe ganz nach oben drehen. Da scheinen sie mit dem Pfeil. Und das drücken sie dann drauf. Und dann geht schon irgendwas auf. Das Eckerl. Na Kathi, wenn du weißt, dass ich für ein Eckerl drehen muss, dann... Dreh die Eckerl wie auf den Streifeln. Ja gut, die passen dann nicht zusammen, das ist das Problem. Wollte nur klug klingen. Ja gut, aber meistens ist das hat nichts mit Klugheit zu tun, das ist einfach irgendwas mit. Es sind teilweise so dumme Sachen dabei und teilweise muss man überlegen, teilweise ist es einfach nur, dass man sieht, ob irgendwas anderes ist, sag ich jetzt mal. Ah, okay, zum Beispiel. Oh mein Gott, wie kotzig. Aha, da waren noch die Eckerl dran. Versehentlich richtig gemacht. Ich quasi die Eckerl da dreht habe, dann sind quasi die Ecken da am Schubladen rangegangen und quasi hat man den Schubladen erst rausgekriegt, weil es vorher versperrt waren. Okay. Lacker. Gut, und jetzt müssen wir schauen. Ach so, ja, alles klar. Okay, zack. Das ist falsch. Ich brauche zuerst dich. Nee, warte mal. Ich brauche zuerst
Dich. Brauche dich, dann dich und dich. Bam, bam, bam. Schauen uns das Gewicht wieder an, da kann man wieder irgendwas hochziehen. Ah, Gott, und so kommt unser, so kriegen wir unsere Sternis. Sternigewicht. Siehst du doch was mit dem Eckerl und den Streifeln. Ja, Eckerl und Streifel. Das Spiel kann so arschig sein, ne? Ah, ernsthaft. Um mich zu verarschen, musst du ein bisschen eher aufstehen, Spiel. Ah, was ist das? Irgendwann, irgendwann, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt, dann irgendwann. Also geht doch. Ich will eine Box. Ein kleiner Enker. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Regler des Schiebens. Hui. Hält nicht. Wenn man Push to Button geht da nicht. Na, hier? Ah ja. Ein kleiner Schlitzschraubenzieher. Wo sind denn Schlitzschrauben? Ich sehe keine. Ist hier irgendwo eine Schlitzschraube? Hier ist eine Bierkantschraube. Ich möchte aber eine Schlitz. Das wird nicht gehen, ne? Naja, so beholfen ist er nicht. Okay. Wait, what? Das sind Zahlen, würde ich sagen. Wie kann ich die Zahlen drehen? Geht das irgendwie? Eine metallene Uhrfeder. Okay, ich denke mal, das wird zu kurz zum Schiff zurück. Wo ist denn der Anker?
da dran? Der war größer, als ich mir gedacht habe, okay. Ein Metal-Stern. Und die Urfeder weiß ich noch nicht. Urgroßvater, Urgroßvater. Bam. Auf das Ding. Da haben wir Uhr. Marine Chronometer, St. Albans, England, number 1471. Thomas Bradbury. Okay, was machen wir mit der Uhr? Le Uhr, Le Uhr. Benötigen wir jetzt den Schlitzschraubendreher? Yes. Okay. Wir drehen den Schlitz. Na komm, ist kein Schlitz? Nee, dann hängen wir die Feder ein. Da ist der Schlitz, da ist er ausgehen. Ja, das Righty Tighty Defty Lucy. Und jetzt? Die Feder eingebaut, das ist okay, ist cool. Aber wie kriege ich den Deckel wieder zu? Muss ich den irgendwie spannen? Spannen langer Handel? Nein. Die war schon kaputt. Typisch Mann, sagt sie. Gebrücks an witzig. Auf Niederländisch. Du gekauft einen Schrank und Schuh. Wir gratulieren dich dazu. Es ist ein Loch geboren. Stecken Brettern A und Stecken und Brettern B. Ich habe jetzt aktuell nichts mehr. Die Schrauben hat er weggeschmissen, den Schraubenzieher auch vor lauter Panik, denke ich mal. Kann aber jetzt auch nichts machen hier. Das Spiel macht mich fertig. Ich schaue noch einmal ins Schaubensackerl. Was wenn ich haben? Gibt's ja nicht, das ist sicher noch was drin. Okay. Es ist kurz vor 12. Ist das Spiel arschig. Bam! Ein Üssi. Nächstes Stream Erdbeermilz und Red Queen bauen ein Ikea-Kastel zusammen. Wäre sofort dabei. Aber Kastel, komm.
Wenn, dann brauchen wir wahrscheinlich noch einen Schrank oder sowas. Irgendwas, was richtig zermürben und aufreiben ist. Okay, was soll jetzt das sein? Ach, ein Schiff. Oh mein Gott. Eine diamantförmige Metallform. Was würde ich nur ohne meine metallförmige Diamantform machen? Weiß ich nicht. Vielleicht setze ich sie einfach in den metallförmigen Diamantsockel. Oh mein Gott, es hat gepasst. Wir bekommen eine metallförmige Kugel. Ich will das da unten, ne? Was ich gerade verdeck. Soll ich mich auf die andere Seite rüber... Was? Das ist schlimmer wie Visage, das Spiel. Soll ich mich auf die andere Seite übersetzen? Also wann... Hier sieht man es. Das war, soll man es quasi hier drehen irgendwie. Ich hatte es ja gerade gehabt. Ich sag ja, Visage. Wenn nur die alte, die da kommt mit dem Messer. Du hast die Geschehnisse die Geheimnisse des Schiffs erfolgreich aufgedeckt, doch der Leidensweg wird noch schlimmer. In der Villa, in der wir uns befinden, gibt es einen geheimen Eingang in den Hive. Yo, yo. You all. Wer sagt's? You all supposed to die in here? Oder irgendwie so? Die Red Queen. Oh, ein Metallriegel. You all going to die down here. Ja, genau. Metal-Riegel gefunden. Metal-Riegel. Kinderriegel wäre mir lieber. Schaut harpunig aus. Das hat auf dem nichts mehr mit der Room zu tun, würde ich sagen. Alter, was? Voll das Mini-Treppengeländer. Jetzt der neue Blockbuster. Mit Mike Staffel und Karl Glander. Für die harten Kerle, denen Müsliriegel zu weich ist und sind und Haufriegel zu saftig. Der Metallriegel. Was? Ein geiler Spielstein. Oh mein Gott, ich sitze mir gleich in die Ecke und spiele damit. Was? Ne, Moment mal. Kann ich es drehen? Was ist denn das überhaupt? Kleiner Holzgriff und du bist wirklich ein Metallriegel. Du bist wirklich ein Manschettenknopf eher als ein Spielstein. Oh, eine Notiz. Wieder ein Raum, wieder eine Tür, wieder ein Raum. Du bist entweder ebenso verloren wie ich oder du hast nicht aufgegeben, was wahrscheinlicher ist. Wieder ein Raum, wieder eine Tür und doch niemals Hunger, niemals jene willkommene Pause des Schlafs. Wieder eine Tür, wieder ein Raum. In meinem Buch verzeichne ich sie, doch zählen kann ich die Striche nicht mehr. Ich zähle die Seiten, das Schreiben bewahrt mich vor dem Irrsinn. Das rede ich mir ein. Ich habe diese Hölle nicht verdient. Du wolltest dahin.
Wir sind ja bloß nachgelaufen. Hup, hup, hup. Also sehen wir ja, und wollen noch zahlen oder was? Alter, selber schuld, hättest das Spiel nicht gekauft, würdest dich nicht in den Wahnsinn treiben. Ein goldener Turm. Er ist golden und turmig. Aufhebeln. Ah. Habe nicht gesehen, dass der Dinger hat. Ein Abzugmechanismus. Braucht bloß eine Dunstabzugshaube dazu. Bitte installieren Sie. Kann ich abziehen? Nö. Ah. Kann ich hier noch irgendwas machen? Durchbohr das Auge. Alter. Durchbohre das Auge. Was für ein Auge? Das da? Mit dem Pfeil? Achso, meinte mal. Mit hier war der Turm, was ist denn hier noch? Das Ding geht definitiv auf. Verstehe ich noch nicht. Ach da, mein Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Ach doch, da war der Ding, da war das Ding dran. Genau, doch die Seite haben wir. Aber wieso kann das wieder anzoomen? Weil ich es nehmen konnte, das Teil. Hier haben wir noch nichts. Moment, was ist das? Okay, durchbohre das Auge haben wir hier. Was haben wir hier noch? Das könnte jetzt. Nein, 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 das brauchen wir. Oder ist. Moment, nee. Ach. Dreh dich halt um. Jetzt. Gut, mir geht gerade Party ab. Gerade. Ich trampelt die ganze Zeit ohne ihn drum. Eine Schnur. Oh mein Gott. Eine Schnur. Hau rein das Ding. Was? Ist der wirklich so kurz oder?
Naja, wenn alle Stricke reißen, dann kannst du dich jetzt zumindest aufhängen. Ich will das Auge durchbohren. Äh. Ah. Badabam. Oh my god. Erstmal das Papyrus da lesen. Ich sehe ein einstmals mächtiges Volk, ein einstmals mächtiges Volk, verdorben von heidnischen Eindringlingen und ihren Seuchen. Sie erbitten den Willen der Götter von ihren Priestern, doch der Jaguar und die Federschlange sprechen nicht mehr mit mir. Der Kristall unserer Urmütter wird angerufen. Ich möchte mit ihnen sprechen. Was? Kathi, merk dir mal bitte die Symbole da. Passt. Ich brauche die dann gleich nochmal. Also das Spiel ist, was das angeht, sehr, sehr, sehr komisch, ja. Hey, so. Moment, wait, what? What do you want from me? Ich kann dich bewegen, aber nur dich bewegen. Spielstein? Ah. Ich muss hier rein. Mama, der Jäger und die Federschlange sprechen nicht mehr mit mir. Schnupft, sie sagen, ich gehöre nicht zu den coolen Kids. Trifft mich der? Ah, dann bin ich tot. Der darf mich nicht erwischen, okay. Ho, 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 ho. Voll arschig, ne? Tschüss. Oh. So ist das Cheaten angegangen. Ein kleiner Schlüssel. Ja, aber ich. Zahnradschlüssel. Und was bist du eigentlich da? Ein goldener Turm mit einem Vierkant unten dran. Ein Vierkant goldener Turm. Jo. Dann du da umdrehen. Nö. Dann doch da hinten in die Kiste rein. Ja, da ist jetzt Zahnradl drum. Das passt. Da wollen wir hin. Oh mein Gott. Ein großer Steinblock. Kann ich das irgendwie... Alter, ernsthaft? Muss ich jetzt Staub wischen oder was? Hausflipper. Himbelhausen. Okay, was bringt mir das jetzt da?
Die Rätsel gehen halt auch bloß alle einmal, ne? Irgendein präpariertes Zeug dann wieder. Macht wieder Staub drauf. Lu und Sa. Ob hier der goldene Turm hinkommt. Ein verzierter alter Dolch. Nice, auch mit der 50 Länge. Hat da drin leicht Platz, kein Problem. Wen stechen wir ab damit? Ah, lesen wir erstmal Notiz. Wieder ein Raum, wieder eine Tür, wieder ein Raum. Du bist entweder eben... Achso, das haben wir vorher schon gelesen. Alles klar, tschüss. Also macht das vielleicht Sinn da. Oh mein Gott, welche waren's? Kann ich einen nehmen? Ich kann keinen rausziehen, ne? Der und der, dachte ich. Fuck, hätte man merken sollen, ne? Wäre cool gewesen. Kann ich mich zurücktauschen noch? Verdreh. Nö, Mist. Bleibt die sauwertvolle goldene Schatulle, die ich nicht mag. Ich hätte lieber gerne meine Steinbox wieder. Okay. Was? Vielleicht passt etwas hier drauf. Achso, mein Gott. Ich will die Hinweise eigentlich gar nicht haben. Geh bitte da unten hin. Schwert da rein. Man kann da nichts abmachen, oder? Ja komm, so verziert ist der jetzt auch nicht. Unser Lehrlingsstück wahrscheinlich. Das Spiel, ne? Hö und hui und hö, hä. Okay, ich habe was aufgeschrieben. Ach so, alles klar. Mal tauschen. Ah, jetzt haben wir so eine gründliche Steinbox wieder. Doch, war schon richtig. 1, 2, 3.
Holzbox einfach die Box abgestochen. Oder ihn. Ah, da ist er. Ich weiß, was man machen muss. Ich weiß, was man machen muss. Ich weiß, was man machen muss. Weiter. Dann. Wir wechseln zurück zu den anderen Symbole. Wir haben dieses Symbol und wir haben dieses Symbol. Vielleicht hat's gemacht. Dann du. Du. Pup, pup, pup. Feuer stehen. Fred. Ich sehe einstige Leben, künftige Leben, unmögliche Leben. Brenn! Der Burning Man 2021. Ah. Ja, ich weiß. Ich will mich drehen. Also hier haben wir Dingens. Abschießen? Wir waren nicht ganz zurückgefühlt, aber ich dachte, der macht aber doch nicht. Das Schlimme ist, irgendwie ist das teilweise sogar logisch. Ich bin stumpf wie mein Spiegelbild. Unsere Götter leben nicht hier. Dieser Weg bringt keine Erlösung. Dieser Weg ist nicht der meines Volkes. Ich muss es von ihm abhalten. Ein Metallobjekt mit einer Sternform an beiden Enden. Nee. Da knackt irgendwas auf. Irgendwas bricht der. War hier eine Sternform dran? Ja, da ist was dran gehängt, irgendwann nicht so, gell?
Ich würde sagen, hier sind wir fertig. Hier würde ich sagen, bei dem sind wir fertig. Also kann theoretisch immer noch was sein, aber ich würde sagen, wir sind hier fertig. Was will denn mit dem Ding? Achso. Alter, was ist da los? Also hier, die Dinger drehen sich teilweise außerhalb. Der dreht sich außerhalb da. Kann er dann hinterschieben, wenn er dann dementsprechend lang da ist. Geht so nicht, oder? Geht hier auch nicht. Was willst du von mir spielen? Okay, macht so mehr Sinn? Wenn wir sowas haben wir schon gedacht, ganz grob. Au. Hi. Ein Menschenschädel. Ja, ahoi, servus na. Das ist gerade bei irgendwas falsch. Also Wirbelsäule. Ja, Wirbelsäule. Nimm noch mit. Und zurecht drücken. Knacks. Brauchen wir wieder das von mir verdeckte Symbol. Alter, das ist das Geflacker, ne? Da haben wir es. Da ist das Sechskant im Hintergrund. Ja, da haben wir es. Du hast dich im Tempel gut geschlagen, würde ich sagen, ja. Möge dich das Schicksal durch diese immer düster werdende Kammer geleiten. Spiel fortsetzen, hau raus. So viel Action, ich brauche gleich Erwachsenenwindeln.
Nächstes Mal gibt es dann wieder Song of Horror. Kauf's mal lieber. Das Spiel, glaube ich, ist wirklich kacke. Okay, hier können wir noch nichts machen. Lesen wir erstmal, oder? Liegt da schon was Gratis? Ein Sucher. Fräulein Margaret Cox. Schwieriger Name. Dies ist mein letztes Schreiben an Sie, ehe ich das Verfahren einleite, über das ich Sie informiert habe. Seit dem Verschwinden meines Bruders haben Sie sich wie eine Klette an meine Mutter geheftet. Um ihretwillen möchte ich Aufsehen vermeiden, doch Sie sind ein Scharlatan und eine Betrügerin, und nötigenfalls werde ich dies auch verkünden. Oh mein Gott. Lassen Sie sich in Frieden, andernfalls hat mir die Zeitung eine komplette Seite angeboten. Passt schon. Wenn es irgendjemand interessiert, was du schreibst. Was haben wir denn gekriegt? Das schaut nach Camera aus. Camera, Camera, Camera. So ein Ding hätte ich gerne. Voll geil. Kamera Obscura, glaube ich. Ein kleiner Metallgriff. Hui. Ich habe so einen kleinen. Achso, ich will eigentlich. Ich will eigentlich nicht. Ich sehe den Ding, den Tisch. Ich kann aber hier nicht. Ne, das ist eingerostet, das passt schon. Birne brauchen wir noch, ist klar. Eine Williams Birne. Hast du mich jetzt gerissen? In den blöden Bub. Bub. Ach Gott. Tempelschiff. Achso. Zu Hause Wissenschaft Sterne. Tempelschiff Zeit. An diesem Knopf fehlt sicher was. Bin mir gar nicht so sicher. Tod. Und null. Können wir da hinten hin? Ah, da können wir hin. Ein Fetzen eines alten Fotos. Wenn du hier bist, waren meine Mühen nicht umsonst. Einen Sinn zumindest hat mein Versprechen mir gegeben. Wenn es mich verdammte, dich in die Gefangenschaft des Ortes geführt zu haben, dann bete ich dir nun meine Erlösung. Endlich habe ich den Schlüssel. Das Geheimnis dieser Welt, der Welten, dieses Orts, endloser Orte. Mit ihm kannst du den Schleier lüften und hinter den Vorhang sehen. Echsenmenschen. Wir müssen dem uns gebotenen Weg nicht folgen. Oh, Kuvert, 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 Kuvert. Maggie Cox, 17 Franklin Court, London. Für Simon Grayson, den größten Kahn. Aus den großen Kahn. Was ist bloß aus dir geworden? Du weißt, dass ich deine Lügen durchschaue, nur mich konntest du niemals blenden. Ich weiß, dass du es hast. Hast du ohne mich angefangen? Es klingt fabelhaft. Dieser Journalist lässt mich nicht in Ruhe und du stehst in meiner Schuld. Seit wann kannst du dem Licht der Öffentlichkeit widerstehen? Wir werden Pioniere sein. Ich werde um 9 am Löwen sein. Du wirst dort sein. Ich kenne dich. Max. Fünf. Fünf.
Schlüssel. Ach so, Ding schon wieder. Jetzt brauchen wir noch Schlüsselloch dazu. Mighty, Servus, Ahoi. 4. Ich würde gerne zu dem. Gut, hier fehlt uns einer wahrscheinlich, denke ich mal. Das ist für der Fetzen da. Irgendein Dude, der am Happen ist. Vier, fünf. Ich kann die alle umlegen, oder? Ich kann die alle umlegen, kann ich, ja. Oder geht alle? Gehen alle, ja. Ich denke aber. Weiß es nicht. Aber. Also ist hier 5. Also unten wird 5 sein. Mittig ist die 4. Na, ist irgendwas anderes. Fehlt also der obere Bereich. Glühbirne kann ich nicht aufmachen, oder? Nee. Ich kann also dem. Das ist so verdächtig, das Ding da hinten. Den Kerzenständer würde ich gerne mal anschauen, genauer. Aber das ist noch nicht safe, da was wir machen müssen. Das weiß ich noch nicht. Also ich glaube, irgendwer Muster eingeben. Kann ich nicht mehr aufmachen. Wir haben aber noch kein Schlüsselloch hier. Haben wir hier irgendwas? Hier kann man Glühbirne reinmachen, würde ich sagen. Moment, war da was? Kann man das ja voll geil. Na, zuvor kann ich immer noch vielleicht ein Papierfetzen verbrennen. Also gut, das habe ich so auch gesehen. Dahinter kann man. Doch, da kann man mal hinter. Ah, alles klar. Ah, hier ist der Papierfetzen. Oh, und hier ist der Schlüssel, alles klar. Okay. Wait, what? Ich glaube irgendwie, das ist nicht der Schlüssel. Aber hier ist der Fotostreifen. Was nach unten schieben geht auch nicht.
Können wir alle drauf schauen, zu den Lichtern können wir auch nicht. Gut, der Stuhl da. Gut, was haben wir jetzt hier? Uns fehlen hier Karten. Irgendwas übersehe ich, aber das muss man doch irgendwie ausklappen können, oder? Der Knopf wäre interessant, das hat mich vorher schon interessiert, aber irgendwie. Ich glaube, da ist das aufgegangen, ne? Das hier kann ich nicht aufmachen drunter. Hier kann ich auch nichts drehen. Doch, jetzt kann ich was drehen. Ah, jetzt. Ach mein Gott. Hä? Ouija-Brett? Unendlich. Zwei. Zwei ist oben. Ah, das ist der Schlüssel. Moment, lang nach unten haben wir gesagt, gell? Moment, lang mit Pinöpel. Nach unten. Pinöpel ist der da. Na, lang mit Pinöpel nach links. Kurz nach rechts und der andere nach unten. Gut. Interessant. Machen wir gleich. Also oben war auf 2. Die war auf, Moment. Die war auf 5 und die war auf 4. Ich hätte gern so einen Schreibtisch. Ernsthaft. Okay, jetzt rollt hier eine Kugel raus. Also seitlich geht nicht durch, okay. Wo sich die Kugel befindet, kann ich nicht drehen. Okay. Und die Querverbindung kann ich quasi auch nicht bewegen. Alles klar, okay. Safe müssen wir mindestens einmal nach oben. Ne, warte mal, machen wir kurz die Kugel da. Hier wollen wir hin. Hier wollen wir hin, dann waren wir zu früh. Ich kann es nicht bewegen, wenn wir da drin sind. Oder bin ich immer.
Ne, kann ich nicht. Sobald die Kugel drin ist, bin ich blockiert. Wir wollen das hier. Also von oben runter. Das hier. Da waren wir, glaube ich, vorher schon. Passt. Was war's? Gut, die Karten fliegen wir gleich mal hin. Sterne. Tun wir die Glühbirnen gleich mal rein. Die ist drin. Die ist drin. Können wir ein Foto machen? Können wir. Alter. Okay, wollen wir 3 Karten haben. Erstmal hier weiter. Unendlich. Wie tippe ich? Wie tippe ich? Mal haben wir noch so drauf. Hä? Nicht Z. Jetzt blöd. Hängt das jetzt? Ich würde es gern bewegen, kann aber nicht mehr. Kurz rechts, Ding unten. Moment. Ich will die Schieberegler raus haben. Ich will die Schieberegler raus haben. Das heißt, ich muss dich ernsthaft jetzt so. Okay, da fehlt quasi noch was. Wir begannen zu Hause den Blick auf die
Sterne, bitte schnell, gerichtet. So viel zu entdecken. So wenig Zeit. Wir begannen zu Hause, den Blick auf die Sterne gerichtet. So viel zu entdecken, so wenig Zeit. Also zu Hause, Sterne, Zeit. Hause, Sterne, Zeit. Wenn er meint, gell. Reise. Reise. Wieder eintippen. Reise. Oh. La 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 la. Hab mich nicht vertippt. Kann man nicht bestätigen irgendwie. Und die vorher gemacht hat. Achso. Zahllose Schiffe leiteten uns zum Triumph. Verborgener Tempel. Zu Hause zeigtest du dich als seichter Freund. Schiff, Tempel zu Hause. Bimmel die Bim. Das ist grantig. Da haben wir gleich EMP5. Ende. Endlos, okay. Wenn er meint. Diese fremden Sterne, okay? Oben. Nicht unten, oben. Diente ich allein dem Tod. Die Wissenschaft hat mich gerettet. Meine Muse. Oh, Unsterblichkeitscode. Hoch, hoch, runter, hoch, runter, 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 hoch. God Mode on. Also Sterne, Tod, Wissenschaft. Sterne, Tod, Wissenschaft. Tod haben wir noch nicht. Aber Sterne haben wir und Wissenschaft haben wir. Tod fehlt und noch. Da müssen wir anderweitig weiterschauen kurz. Hier sind wir durch, glaube ich. Hier hinten noch. Wo können wir das hoch, hoch, runter, hoch, blau, blau eingeben? Hoch, hoch, runter, hoch, runter, hoch, hoch.
hoch, hoch, runter, hoch, runter, 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 hoch. Hoch, hoch, runter, hoch, runter. Ich schreibe es auf. Also AC, AC, OB, AC, OB, 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 AC. Hoch, hoch, runter, 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 hoch. Jo. Ach so. Hoch, hoch, runter, hoch, runter, runter, runter. Da ist er ja. Der kleine Pina. Also ganz ewig verstecken, legen wir das wohl dahin, dass er kapiert, was los ist. Dann nehmen wir da hin. Hoffnung. Das dauert so lang zum Eintippen. Keine Tastatur für mich. Oh. Wuff, wuff. U. G. Die Null schenkt mir Zeit für die Werke eines Lebensdutzend. Nun kehrt der Tod wieder und verlangt das Seine. Also null Zeit tot. Jo. Null haben wir noch nicht. Ich lege jetzt einfach mal nichts hin. Vielleicht ist es null. Nö, okay. Also er braucht die Karte. Können wir die Bümmelglocke irgendwie läuten? Da ist auch noch ein Schlüssel dran. Ach, das ist das gleiche. Okay, das haben wir noch nicht. Das Schloss da. Und das Schloss da ist dasselbe. Okay. Null. Was haben wir noch? Das haben wir gemacht. Das haben wir, das haben wir, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Da waren wir dran. Unendlich ist der Anfang, die Zahl haben wir gehabt. Hier kann ich nichts verschieben. Der suspekte Kerzenständer ignoriert mich auch vollends. Kann ich Karte umdrehen. Also Karte irgendwie doppeldeutig? Nö. Hier am Tisch ist auch nichts. Bild vielleicht irgendwie. Sag's mal wieder. Wenn wer Ideen hat, gerne her damit. Ah, den Schlüssel haben wir noch nicht. Hier und den Papierfetzen, den Fetzen haben wir. Okay. Da kriegen wir die Scheibe da drin. Sehe ich gerade. Und die Scheibe werden wir hier brauchen, denke ich mal. Und auch den Schlüssel.
nicht anziehen, oder? Nee. Wir haben eine Glocke. Ein Glockenklöppel. Der Glockenklöppel. Das ist bestimmt der Schlüssel, ne? Kiste. Ah, doch. Gibt es. Achso, muss ich. Mein Gott. Gleich sehen, dass man es drehen kann. Ja. Stimmt doch, oder? Stimmt nicht. Stimmt doch, oder? Ach, oder umgedreht. Ich krieg hier was, das ich da drüben brauche. Eine Messingscheibe, okay. Die Seite geht nicht auf, oder wie? Ich weiß, aber ich würde ja gern mit dem Ding das Ding einhauen. Bleib offen. Moment, weil das Buch schaut also verdächtig aus da. Kahn. Kriege ich die zweite Seite vielleicht noch auf? K-H-A-N. Ah. Ach so. Okay, das ist schön wie cool gemacht. Ach Gott. Ich lege es noch hin, ich weiß nicht, ob das Spiel das realisiert, aber wahrscheinlich wäre es ihm wurscht. Ah, Kirk, my old friend, do you know the Klingon proverb that tells us revenge is a dish that is the best served cold? It is very cold in space. Do you know the Klingon proverb that tells us revenge is a dish that is best served cold? It is very cold in space. Filmquote, Kati schlägt wieder zu. Okay. Ich denke, das ist von Star Trek. Der ist tot. Was hängt er da? Khan von Star Ach, Khan, alles klar. Ah, das habe ich nicht mehr gewusst. Hi du.
Nun erkennst du die Wahrheit. An diesem Ort läuft die Zeit anders als gewohnt. Eine Stunde, ein Tag, ein Jahrhundert, wer vermag das zu sagen? Ein Jammer, ich musste hier aushauen, um den letzten Schritt deines Weges zu leiten. Alles ist bereit, nimm dies, damit findest du den Raum. Ah, das ist eher, oder wie? Gib. Gib's. Kriegin den Kompass bitte? Ah. Ja, wir waren nicht die Allerschnelleren, glaube ich. Escape-Button halt nicht gefunden. Ein Zierschlüssel, okay, wenn er meint, geil. Wir ziehen den Schlüssel mal. Das schaut irgendwie nicht so gesund aus. Antatschen. Kapitel abgeschlossen. Glückwünsche sind angebracht. Du hast den eigenartigen Ereignissen der Seos unbeschadet entkommen. Du bist den eigenartigen Ereignissen der Seos unbeschadet entkommen. Spiel fortsetzen. Ich bin gleich wieder da. Un momento. Ergeben Sie mir. Du Minut. Bis gleich. War ja auch voll die arge Seance, ja. So viel passiert, war so gefährlich. Ungefähr so wie Tischler Rücken mit Winnie Pooh. Ach Gott, Kacke. Ja, da waren voll die Geister und so Zeug, weißt du schon. Steht sogar Damnation. Jetzt sind wir am... Ich hoffe nur, dass wir nicht Rätsel auf Zeit lesen müssen, nicht dass wir irgendwann absaufen. Also ja, warte, ich muss schnell die Lasche da durchstecken und dann kriege ich einen Schlüssel und dann kann ich da das Ding bewegen und wenn ich dann das bewege, dann kann ich da wieder eine Schraube locker machen. Mit der Schraube kriege ich dann einen Schlüssel. Und da zerlegt sich dann sonst was. Spiel, was willst du jetzt von mir? Schlimm, ich kann dir ein Foto von meinen Tarotkarten schicken. Etwa gleich furchterregend. Ich hab mal welche, saucoole.
waren schon ältere, sag ich jetzt mal. Auf einem Flohmarkt gekauft, die Dinger. Aber leider nicht mehr da. Nein, ich habe leider keine mehr. Ich hatte eine, wie gesagt, ich habe eine gehabt. Die habe ich damals bei einer Freundin. Ja, sind verschütt gegangen, sagen wir es so. Also ich habe, was man von den Tarotkarten hält, ist ein anderes Thema, aber ich finde die Karten cool. Schauen auch cool aus. Was Kapitel abgeschlossen? Selbst kurze Reisen können große Entfernungen überbrücken und da du den Übergang gemeistert hast, bist du nunmehr bereit für den letzten Schritt. Was? Das war ein sehr kurzes Kapitel. Ouija Boards, nein, habe ich selber noch nicht gehabt tatsächlich. Finde ich auch cool, die Dinger. Ich merke schon, ich muss mal irgendwann vorbeischauen bei dir. Ich merke das schon. Komischer Pinöpel an Lampe. Das ist ein Gosh. Anzeigemanometer. Manometer. Also Moment, mit was? Eins, zwei, eins, eins, zwei, eins. Ist das, was man zeigen will? Was habe ich jetzt eigentlich gesehen? Das da. Eines davon ist aus Teakholz mit Blattgoldschrift. Das ist die Laptop-Unterlage im Moment. Das Schönste. Einfach mal so als Ding hängen und so passt schon alles klar. Das ist der Laptop die ganze Zeit. Geister möchte mit dir kommunizieren. Liest es da? Buch? Buch. Ah. Das ist eine Hand. Subjekt Alpha 17 Lamprino aurata. Pokémon, wer kennt das? Subjekt zeigt keine Reaktion auf Postmortem-Einflößung. Postmortem, also nach Tod. Ja, dann machst du dich öfter mal selbstständig, aber hey, ich erspare mir Autoklick und Einbots. Voller Geist versklavt wieder. Subjekt zeigt keine Reaktion auf Postmortem-Einflößung von Serum 04 in Kombination mit Elektrostimulation 10-100 mit 10 bis 100 mA. Merklicher Korpuszerfall bei hohen Amperezahlen. Schlussfolgerung: Coleoptera nicht für weitere Studien geeignet. Okay. Wenn du es meinst. Okay. Wer das aufbaut, da würde mich interessieren. So, da kann ich umlenken. Was ist das hier? Das Ding scheißt mir was. Ich weiß nicht, was mir das zeigen soll. Dass hier lasch ist? Neben dem roten Ding? Ich weiß nicht mehr, was ich da gesehen habe jetzt gerade. Das Ding da.
Irgendwas sagt man, das ist noch nicht. Da fehlt noch irgendwas. Da gibt es so einen, der war wahrscheinlich, was der war anscheinend ein Kriegsveteran oder so. Flucht wie ein Seemann, begriffelt Wände mit Blut, aber ja, er hat noch nie ein Call of Duty Match verloren. Ein bisschen Blut halten wir aus, oder? Geht schon. Ah, ich muss den Scheiß bestimmt umleiten, einfach nur, das sind einfach nur Spiegel, ne? Ich brauche wieder. Ein Käfer! Okay, Lasers. Le Lasers. Dann ist das wahrscheinlich hier unser Anfangspunkt. Ich hätte auch gern so ein Ding. Das ist ein cooles. Also, das zeigt mir quasi das Gegenstück dazu dabei. Drei, nein, das sind die Zahlen. 2, 1. Das ist 1. Das ist Dreieck. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Dreieck. Okay. Ist er blockiert, ey. Hier fehlt ja alles. Machen die alles kaputt, bevor die gehen? Okay, das wird Laser sein, denke ich mal. Dann doch der Schrank da wahrscheinlich, denke ich mal. Ja, das macht unser Zimmermädchen wieder weg. Find nur komisch, dass die Zimmer um 2 Uhr früh kommt. Redet wie in einem Sissy-Film und ich könnte schwören, ich habe da nie einen Schlüssel gegeben. Aber hey, ich hätte Fragen, die verlangen kein Geld dafür. Was weiß er nicht mal, was Euros sind die beste. Ernsthaft, ein ganz normaler Schubladen? Subjekt Beta 4, Rattus, Rattus. Ich sage Pokémon. Deutliche Aufhaltung, Subjekt Nekrose, der Prämortem-Einflößung von, also bevor er stirbt, von Serum 05. Temporäre Wiederherstellung, Muskelreflex bei Postmortem, Elektrostimulation 75 bis 85 Milliampere. Wenn er meint, dann meint er. Ist da das Schlüsselloch? Nee. Kannst du Nidel wegschauen? Geht das? Das ist definitiv irgendein Mechanismus, das sehe ich ja. Aber was ja, weil er was braucht, vielleicht kriegen wir schauen. Am Anfang, vielleicht kriege ich die Karten, vielleicht hat sie noch. Wie? Ich will das Buch da aufmachen, verdammt. Wieso geht das nicht? Le Book, Open Le Book. Warte mal mit. Da brauchen wir keinen Schraubenzieher. Hier auch nicht. Ne, hier auch nicht. Und hier schaut es auch nicht so aus. Aber da brauchen wir einen, ne?
Na, da brauchen wir eben das Sechskant-Ding. In der Batterie vermutlich. Hier können wir nichts machen. Ich bin überfragt. Kann man die Bolzen rausdrehen da drin? Ich würde das ganze Ding so zerlegen, ne? Wie es nichts mehr geht. Die liegt auch irgendwie im Klinisch, was? Die liegt auch irgendwie im Clinch mit unserem Kindermädchen. Warum auch immer Thomas ein Kindermädchen angestellt hat. Wir haben außer Dave doch keine Kinder. Und der kann schon mal ein paar Stunden alleine bleiben. Dave, jetzt kommt da gleich wieder der Chat Ninja. Nicht der Mäuscher, ja? Hätte schwören können. Achso, was? WoW geht auch nicht mehr. Früher, wenn man WoW gesagt hat, war der Thomas da, weißt? Sind das Häuser? Das sind Häuser, gell? Also das sind die Dinger, das spiegelt sich ja um. Dave ist schon offline. Na gut, jetzt, okay. Katja, jetzt sag einmal, wie geht das da? Ich komme gerade nicht drauf. Da ist irgendein Lösemechanismus drin, lassen wir eingehen. Thomas macht mir gerade einen Dosenöffner. Der macht dir gerade den Dosenöffner. Welche Dosen? Von was reden wir jetzt da genau? Okay. Was machst du mit der? Warm? Ich mag nämlich das Kochen, ja. Zum Essen, also. Eine Gulaschdose gibt's. Also, wenn du kannst, theoretisch kannst du die Dose auch mit Inhalt essen. Du musst den Inhalt nicht erst ausleeren. Also, ich schmeiß meine offene Gulaschdose immer weg. Ich esse nur den Inhalt. Was übersehe ich denn? Verdammt. Ah, okay, alles klar. Char mit V. Echt Warstellung hätte ich nie gedacht. Ah ja, das passt schon. Ich mag dich ja. Also zwei Dinger. Ist ein Einser. Das durchgestrichene S ist eine 7. Und die zwei Hageln da sind eine 3. Eine Batterie. Batterie. Hinein zur Batterie.
Kurbel, Kurbel, Kurbel. Ja! Eine volle Batterie wahrscheinlich, denke ich mal. Da passt keine Batterie rein. Aber da passt eine Batterie rein. Batterie. Pump. Wie die Laserstrahlung reinschauen, ist immer gesund. Pump. Gib. Ich mag den sternförmigen Griff. Der könnte irgendwo passen. Machen wir daher bitte. Kann ich es irgendwo drehen eventuell? Oder wie schaut es aus? Also das ist jetzt fest. Jetzt habe ich Hunger auf Gulasch, verdammt. Gulaschsuppe ist tatsächlich eine meiner Lieblingsessen, muss ich ehrlich sagen. Voll geil. Eine Rolle mit Bildern. Kirkton Sanatorium. Geschätzter Professor de Mofaco. Muckifuck. Ihre altruistischen Motive bezweifle ich zwar nicht, doch den Zustand ihrer Schwester ist der fortgesetzte Aufenthalt in ihrem Anwesen nicht zuträglich. Ich bitte Sie, Madame Lucys schleunigstmögliche Rückverbringung ins Sanatorium zu veranlassen. Mit ergebenen Grüßen, Dr. Beckett. Warte, ich schicke uns einen Koch mit einer Schüssel Gulasch rüber. Weiß nicht wie, aber irgendwie kann er sicher teleportieren. Er sagt seit seinem Unfall mit dem Hackbeil kann er das. Ja, bleibt der Gulasch dann da oder kommt nur der Koch? Ach so, ich habe was vergessen. Beides möglich, hat das noch nicht so ganz im Griff. Achso. Ja, schau mal. Solange es nicht über mich drüber schüttet, ist alles cool. Das Ding, das stört mich. Das ist Subjekt EH, Ansatz oben rechts, Abtrennung Schultergelenk. Vollständige Aufhaltung, Subjekt Nekrose bei Prämortem, Einflößung von Serum Nummer 5, gefolgt von Postmortem, Einflößung von Serum Nummer 4. Perfekter Muskelreflex bei Elektrostimulation 77 3/4 Ampere, Milliampere. Hier fehlt ein Käfers. Hier fehlen mehrere Käfers. Unten kann man nicht aufmachen, das Ding kann ich auch nicht aufmachen, warum auch immer. Spiel, jetzt. Was soll ich machen, die dort? Warum kriegt da alles nicht groß? Die können das einfach. Wie geht die Batterie da wieder raus? Gar nicht ist die Antwort.
Nicht so ganz gesund. Gibt bestimmt bessere. Ah, da ist der Käfer. Würde ich mal behaupten. Ja, es ist. Gibt günstigere Sachen, sagen wir es so. Was passiert eigentlich, wenn ich da komplett. Ah, wieder versperrt. Ah, Fug. Ich kann das nicht verstellen, das ist echt belastend. Kann ich das verstellen? Mit dem Ding wahrscheinlich dann, ne? Also lang gehängt bin ich noch keinem fix. Ich krieg die Batterie nicht raus. Das werde ich nicht abspielen können, weil. Ja, weil. Kein Strom. Ich weiß nicht, ob die Batterie reinkommt. Aber ich könnte mir theoretisch umlenken. Auf den Käfer schon mal. Aber ich kann halt das nicht mehr umlenken. Nö. Geht da nicht. Würde mich beeilen. Du, die schmeißen damit nicht groß rum. Wie Opera mit Autos. Nein. Ich habe noch einen Schraubenzieher. Und ich nehme den jetzt daher. Wenn ich wüsste wo. Ah, das ist Batterieladegerät. Das Ding ist auch erledigt, würde ich mal sagen. Das passt schon. Muss ich was locker strapseln? Nein. Hier war der Griff dann. Moment. Und du kriegst eine große. Und du kriegst eine große und du kratzt eine große. Jeder kriegt hier eine große. Vielleicht war das damals modern, weißt du nicht. Damals hat es vielleicht noch nicht jeder gehabt. Da war es interessant. Den Brief haben wir gelesen. Aber hier ist auch sonst nichts, oder? Das war sicher eine PR zur Verschirrung. Gratis eine große für alle. Die Dinger sind klar. Das Ding geht noch nicht auf da. Ist okay. Akzeptiere ich, weil die Dinger da irgendwie fest sind. Muss man irgendwie umdrehen. Geht aber mit dem Schraubenzieher nicht. Ich kann das ja nicht aufschraubseln. Das Buch triggert mich ohne Ende. Und ich glaube, mich interessiert da eher nur, was hier drin ist. Da ist nämlich noch eine Box. Wenn ihr das eine gratis eine große hat, geht es dann, oh, Sie haben eine große, dann holen Sie sich jetzt Ihre Amputation für nur 9,99 nur für begrenzte Zeit, weil Sie sonst sterben, wenn Sie so lange warten. Aber hey, 9,99. Ah. Jetzt aber zuerst gratis Proben verteilen und die Sucht ausnutzen. Kennen wir schon das Spiel.
Also das Eckige muss ins Runde oder das Runde muss ins Eckige. Aber ich habe halt da nichts. Passt da nicht. Kann ich es nicht rausziehen irgendwie, oder? So, andere Seite eben ein anderer Schlüssel dran ist? Nee, auch nicht. Okay. Ich check halt das da nicht. Vor allem, weil ich es nicht. Ich meine, ich denke, ich muss das irgendwie drehen dann, das Teil da. Das mache ich mit dem Ding, denke ich mal. Mit dem Pinöpel. Kann ich jetzt sagen, wo ist denn die letzte Schraube? Wo hast du die versteckt? Ich weiß, dass du die hast. Nur weil du Eisenmangel hast, musst du die Schraube wieder her tun. Nicht in das Gulasch einrühren. Ich kann halt da überhaupt nichts machen im Scheiß. Da Griff abdrehen, das müsste normal alles gehen. Da haben wir schon reingeschaut. Ich denke, wir sind hier soweit fertig. Bei dem Bereich. Denkerpose. Hat nichts geholfen. Ich sehe die scheiß Schraube nicht. Ey. Ich habe den Schlüssel nicht. Dann kriegen wir den Käfer. Okay. Hier sehen wir auch so nichts durch. Okay. Wir haben mit dem Käfer dann. Können wir hier rumkäfern. Okay. Ich denke, dann dreht sich hier irgendwas. Ich kann da aber nichts drehen oder wegschieben oder. Ich kann es nicht mehr zurück tun, also ist es wurscht. Und was immer die Box da ist. Moment mal. Was war das gerade? Bewegt sich hier was? Ach nee, war bloß der Schatten. Weißt du, ich habe echt keine Ahnung, was in dem Game abgeht. Aber es ist so sinnlos, ich finde es toll. Stimmt da hundertprozentig zu, ja. Es ist ungefähr so wie die Wimmelbild-Spiele, sag jetzt mal, die Hidden Object Games. Ich würde es mit denen vergleichen, definitiv. Ich weiß nicht, wo der Drecksschraum ist, der letzte. Was ist denn das da? Schaut aus wie ein USB-Anschluss. Hat es damals nicht gegeben. Ich kann es nicht reindrücken oder drehen, geht nicht. Okay. Hier kann ich auch nichts machen. Warum sollte man dahinter gehen und den Laserstrahl weglegen wollen?
Könnte da irgendein Rätsel lösen, vielleicht versehentlich. Nee, nee, die haben schon Story und so. Immer voll deep mit viel Spinnennetzen, Motivationsskeletten und jeder Menge Raum. Außerdem sind alle Bewohner der Welt heil Semestis. Wenn die voll deep Stories hätten, dann wäre der Leon schon lange dabei. Also die Wölfel-Spiele sind schon top Hollywood, würde ich, ja. Ja, aber das ist ähnlich. Ich finde die Wimmelspiel-Dinger auch cool, so ist es nicht. Ich finde das Spiel auch irgendwie lustig, aber es ist halt echt teilweise, es ist halt einfach sagen wir's, es ist jetzt kein Rätsel, nicht, sage ich jetzt mal im Endeffekt, weil es ist nur eine Sache, ob du es siehst oder nicht. Der ist eh dabei, irgendwo begraben unter 10 Tonnen Fruchtluftpackungen. Ich glaube, den ersten Teil, glaube ich, 3,5 Stunden braucht oder sowas. Wo ich gar nicht wusste, was abgeht noch. Was soll denn der Scheiß da? Und das da schaut schon aus, als wenn man da irgendwie durchschauen könnte. Könnte da irgendwas drauf, denke ich mal. Hilfe. Ich sehe es nicht. Das Viech ist tötet auf jeden Fall jetzt, würde ich sagen. Wir haben die Battery of Life genommen. Das Buch triggert mich halt auch wie Sau. Der macht High Five. Bin die bei mir, das wirst du wieder sein für ein Geisterzettel, würde ich sagen. Ich check's halt nicht, ich sehe es halt auch wirklich nicht. Ich meine, da kommt also eine Klappe rausgefahren, ist vollkommen klar. Das Ding geht auf, ist okay, Käfer kriegen wir da, fährt irgendein Ding raus, fertig, passt schon, tralala. Aber brauchen wir einen Schlüssel, den wir wahrscheinlich auf 3 verschiedene Arten reinstecken müssen, ist auch okay. Alles geht immer. In den Laser reinschauen. Blind. Hier ist keine Schraube nicht. Moment, ich muss niesen. Entschuldigung.
Sie ist Grünteils gestartet und gleich mal Lieren gefunden. Auf seiner Stirn klebt ein Fairtrade-Pickel und statt einer Magnum ist er mit einem Besen bewaffnet. Ihm geht's gut, naja. Er murmelt dauernd, dieser Ort ist für eine neue Biowaffe, aber ihm geht's gut. Glaube ich, bisschen grün im Gesicht, naja. Grünplatz. Also ich habe jetzt auch wirklich ein Arsch voll Wimmelbild. Also so Hidden Object Game Dinger, Spiele in der Wunschliste drin. Da wenn irgendwas mal im Angebot ist drin, da gibt es so 200, 300. Was? Yes. Ich hätte sogar auf der Switch habe ich sogar noch eins. Ich finde die Dinger schon cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wirklich, ich mag die ja ganz gern. Ich mag auch sowas, muss ich ehrlich sagen. Ich mag auch so Escape Rooms und so Zeug eigentlich ganz gern, obwohl ich erst einmal in einem war. Aber was soll da rein, verdammt? Batterie würde ich sagen, oder? Nix check tut. Batterie, da ist ein Schnäpfel dran, der macht Batterie. Der macht Zip und dann Strom und Push und ratter, 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 ratter. Und dann macht Laser. Dann brattelt es uns hier rein. Ich war noch gar nicht, aber wir haben so Escape Room Board Games gespielt, die sind cool. So ist, bei mir ist das auch schon 18 Jahre her. 18 Jahre? Ja, 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 ja. War ich so Mitte 50? Nein, spannend. Nein, es ist schon echt eine ganze Zeit her. Es ist wirklich cool, ja. Wir haben sogar bei uns in der Nähe, gibt es sogar eines quasi regelmäßig umbaut. Aber in dem war ich leider auch noch nicht drin. Wollten wir damals mal, haben wir keinen Termin gekriegt die ganze Zeit, weil es so extrem ausbucht waren. Und wann ist in Rente? Morgen. Ich zerleg gleich die ganze Hütte da, wenn ich die Schraube nicht finde. Das gibt's ja nicht. Katja, jetzt mal eine ganz dumme Frage. Du bist doch Mod. Sehe richtig, oder? Ja. Ja. Und Mods helfen auch den Streamer. Sehe doch auch richtig, oder? Sie ärgern ihn vielleicht ab und zu, aber meistens helfen sie ihm ja. Naja. Ich finde die Schraube nicht. Ich sehe es nicht. Ich will die Batterie haben. Wieder. Es wird ja nur eine geben, denke ich mal. Also muss ich die irgendwie rauskriegen. Hier kriege ich nichts raus. Hier gibt es nichts zum Wegschrauben. Und hier auch nicht. Kann ich nichts drehen. Ich kann hier nichts mehr drehen. Also wenn wer weiß, bitte, bitte gerne. Wir suchen die passende Schraube zu dem Schraubenzieher, die zweite. Das Buch hat ihm sehr gut gefallen. Sogar dreimal mit dem gleichen Kaffeefleck. Was no hablare Deutsch, Senor? Senor. No hablare Deutsch, Senor. Dann halt Österreichisch, ist mir auch egal. Ich schaue gerne nach, ich sag's wie es ist.
Die kann ich halt nicht aufmachen da. Da geht's nicht. Ich kann da nichts rausziehen. Oder da irgendwie lösen. Ich kann da auch nichts aufmachen hier. Die Dinger muss man irgendwie drehen können, aber jetzt anscheinend noch nicht. Die haben wir nach oben gefahren, die sind fertig. Dass das aufgegangen ist. Okay, also ich würde sagen, und hier brauchen wir den Käfer, würde ich sagen. Der da drin ist. Da. Und hier brauchen wir einen Schlüssel dafür. Okay, das wusste ich nicht, dass es geht, aber jetzt weiß ich's. Einen Schraubenzieher. Ich habe nur einen Schraubenschlüssel, einen einzigen. Ein Schraubenzieher. Ein Schlitzschraubenzieher. Wir haben einen ersten Laser aktiviert. Wir sind in Kapitel irgendwas. Sehe ich nicht. Aber geht es um die ganzen Subjekte. Postmortem, Breimortem etc. Manche Bücher haben ihm so gut gefallen, dass er das öfter gekauft hat. Eine Schraube haben wir ja schon aufgemacht. Mit der haben wir dann die Batterie gekriegt hier drin. Die quasi haben wir schon geöffnet. Die da. Also entweder übersehe ich was dermaßen Blödes oder irgendwas hängt gerade und das geht nicht. Ich kann aber an der Lampe ja nichts machen. Hier nicht. Ich kann ja hier nichts machen an der Lampe. Das haben wir schon gemacht. Ja, gut, hier ist noch ein Schlitz. Vielleicht können wir hier noch was machen. Aber ich kann ja den Schaumdreher nicht reinstecken. Das geht auch nicht. Außen kann man nichts drehen. Ne, bloß das Ding, okay. Hier haben wir die Batterie geladen. Und hier haben wir vor kurzem die komische Filmrolle eingesetzt. Das war die letzte Aktion, die wir gemacht haben. Die Filmrolle da. Die haben wir eingesetzt. Und dann ist hier das Türl aufgegangen. Türlü. Kann ich aber nicht reinschieben. Oder irgendwie hier was aufmachen. Geht auch nicht. Ich kann nicht weiter drehen. Wenn hier ist klar. Hier haben wir ein Ding, das wir reinstecken können und dann quasi das Ding da verschieben. Aber das kann ich auch nicht drehen da. Ich komme nicht mal hin zu dem Teil. Da kann ich auch nichts machen, da auch nicht. Hier kann ich die Schubladen wechseln von 1 auf 2. Den Hebel haben wir schon gezogen. Altruistischen Motive bezweifle ich zwar nicht. Dr. Beckett, ja, aber irgendwie. Ich weiß, was ich hier machen kann, aber ich kann hier aktuell noch nichts machen anscheinend. Das haben wir aufgemacht, dann ist eben die Klappe da aufgegangen. Hier kann ich auch nichts runterschrauben oder nichts gemacht. Hier auch nicht. Oh mein Gott.
So, zu dem ich brauche den Schraubendreher. Ich wollte so sagen, auch bis jetzt, wenn immer so eine Situation kommt, dass irgendwer da quasi nachschauen wollte und mir helfen wollte, aber es unmittelbar darauf selber rauskriegt, nachdem ich ewig gesucht habe. Darauf die Aufhaltung eine große. Manuelle Durchführung, 77 Dreiviertel Milliampere. Lebensabbild nur wiederhergestellt bei Nullnähe. Kein Weg vorwärts, kein Weg zurück. Siehe Louis, bitte verzeih mir, ich kam zu spät. Liebe Lucy, bitte verzeih mir, ich kam zu spät. Oder fette Brummer, ne? Ein Insekt. Ach Gott. Gut, jetzt. Batterie laden. Reden damit. Was ich werde die 9,99 zu geizig. Ja, ich möchte Stromschlag. Eine durchgebrannte Sicherung, ich werde sie entsorgen. Was? Die coole Sicherung, lasst es. Käfer zwischendurch offen. Ich wollte gerade sagen, gut da drin rumzustochern, wenn gerade Funken sprühen und die Sicherung definitiv nichts mehr sichert. Jo. Weil die Sicherung so alt ist, dass ich glaube, dass die sowieso nichts gesichert hätte. Das war jetzt ein Käfer. Der Käfer ist jetzt unsere Sicherung. Ja, ich habe es gerade in der Mitte versucht gehabt, aber irgendwie Kabelachens. Ah ja, ich habe es gar nicht erzählt. Morgen oder übermorgen müsste ich Animal Crossing kriegen. Das neue. Aber ich bin extrem Heugler und extrem picky, sage ich jetzt mal auf Englisch, was meine Bewohner angeht. Extrem. Ich will da bestimmte. Es gibt so coole Anubis-Katze und dann gibt es so komische Mumie, so coole. Oh, oh. Die meisten schauen irgendwie komisch aus. Muss jetzt Käfer suchen. Sehe ich es richtig? Mein Lieblingsbewohner ist Hugo, das kleine blaue Schwein. Hugo? Warte mal.
Ich habe mir schon eine Villager-Liste runtergeladen. Moment, ich poste mal kurz. Was ist Hugo? Ach, der Hack wahrscheinlich, oder? Ein gutes Englisch, ja, vielleicht deswegen. So ein kleines blaues Schwein mit so einem Bundeswehrhemd. Der erinnert mich an Thomas. Da würdest du doch normalerweise hassen, oder? Sagst du immer, du magst ihn nicht. Ich merke schon. Krabbelfiechers. Was sind die denn? Ich bin immer noch enttäuscht, dass es mit WoW nicht funktioniert. Früher ist es immer gegangen. Aber Thomas wird auch älter, das glaube ich schon. Irgendwann geht es nicht mehr. Wenn wir WoW gesagt haben, hat der Thomas im Chat reingeschrieben. Aber schau dir mal die Liste kurz durch. Es müsste eine Mumie, also, ne, jetzt war ein bisschen Gaudi. Es müsste eine Mumie geben und so eine Anubis-Katze. Ich glaube Anka, aber die Anubis-Katze, die finde ich cool. Wir wissen jetzt, dass wir, wenn wir die Batterie, wir brauchen die Batterie für das da. Batterie ist aber stuck, weil wir das Sicherung brauchen. Und das Sicherung. Würde ich sagen, es wäre dann nur hier irgendwo, oder? Aber darum ist es wirklich arschig. Das ist eine reine Ruhmsucherei und nichts anderes. Heute haben wir aktuell gar keins. Ist meine Ersatzsicherung da? Ich wollte bei New Leaf meine Stadt nur mit Pferdebewohnern machen, unmöglich. Habe ich aufgegeben. Ja, mal schauen. Ich glaube, das ist wirklich schwierig, dass man die richtigen rauspickt. Also ohne, dass man sich irgendwelche so Amiibos oder Karten kauft. Mache ich sicher nicht. Kriegst zufällig, ja. Ich glaube aber das Ding, dass die auf den Inseln kann man so ein bisschen suchen, sag ich jetzt mal. Man kann einige dann rausekeln. Das Animal Crossing Mobbing quasi. Kannst dir aber halt auch nicht einziehen lassen. Ja genau, meine ich ja, quasi, dass man es quasi gar nicht fragt. Ob's Bock haben. Nur dass der Tom Nook da seinen Kapitalismus ausbaut. Was ist mit der Platte da? Oder du beschwerst dich halt in Dauerschleife bei Isabel. Ja, ja, meine ich, dann sind sie aus, genau. Isabel? Heißt die nicht anders? Irgendwas mit M?
vom Nook sei Assistentin meinst du, oder? Ach, Melinda, ah, genau. Englisch heißt sie Isabel. Ah, okay. Melinda meinte ich, genau. Warum ändere ich sowas? Verstehe ich nicht ganz. Shizue heißt auf Japanisch. Shizue? Shizue. Shizue. Ja, Shizue. Hier die Sicherung? Ist hier Sicherung drin? Ich übersehe halt schon wieder irgendwas, ne? Das ist keine Sicherung. Kriegen wir jetzt die eine Schatulle auf? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Schon wieder. Ne, da haben wir auch noch nichts. Okay. Ich trage gleich am Radl. Di, 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 di. Ich hab Griffeln dran an dem Ding. Das hat auf jeden Fall angefingert. Medical tonics. Our once a day melody elixir for the ailments of both ladies and gentlemen. Ein Teil eines zerbrochenen Schilds. Alter! Spiel. Ich brenne das Ding. Ich glaube, der Hand war die nicht groß, ist ziemlich wurscht. Wait, what? Das Einzige, was sich ändert, ist der Zeiger, der eine. Der voll. Brauche ich das? Voll. 20. Fast voll leer.
Wieso kann ich in die Dinger reinschauen? Das habe ich schon gesehen, den Pfeil da, aber was sagt der Pfeil? Zu den Wurgeldings? Ich denke, dass der einfach nur aufgeht, oder das gleich war die ganze Sache von dem Pfeil da. Was sagt mir das jetzt? Vorher dran. Und für den Laser zu Wurgeldings braucht man viel. Das weiß ich bestimmt. Ich habe genug Filme gesehen. Also die 2 Hageln oder durchgestrichen, ein Nuller. Oh mein Gott. Also Käfer. Es halt Sinn machen würde, ne? Also 6 60 6-0. Die 2 Haken und der Nuller. 2 Nuller. Zwei Haken. 0. Ja, genau, 60. Na, passt schon. Okay, 60. Ja, 60, genau. 60 was. Das ist gut, ja. Wir haben noch einen Käfer vielleicht. Okay, Spiel so nö. Also einen unbefriedigten Raum habe ich auch noch nicht gehabt. Das ist schon 60, ja. 60 was? 60 drehen? Kriegen wir die Batterie wieder? Nee. $60 Milliampere wahrscheinlich, aber wo? Genau. Passt jetzt voll. LL, leicht lost. Nur leicht sind wir zwischendurch immer lost, sondern massiv. Das wäre schon ML.
massiv lost. Ist das Morse-Dings dann nicht mit dem Regler verbunden? Das da ist ja der Regler quasi. Das war ja kein Morse-Dings, das war ja ein Schalter quasi, den wir umgelegt haben und hat er quasi hier gesperrt. Ich kann da nichts mehr machen dran, ne? Das ist eine Batterie, die kriege ich ja nicht mehr raus. Das ist Laserproduzent. Hörst du? Verheerend planlos. Ja, da passe ich dazu. Ja, die habe ich schon gehabt, Kathi. Ich habe das Glas aufgedreht, dann haben wir quasi das Firmenschild gekriegt und mit dem Firmenschild haben wir quasi da unten in der Schublade die Box aufgekriegt, wo die Sicherung drin war. Ich glaube, der Mörder ist schon lang tot. Ernsthaft. Beim 1 habe ich natürlich nachgeschaut, beim 1 war nix. Gehst du da hoch? Kann ich das nochmal verstellen? Das wäre mir ein Bedürfnis. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Ein warmleuchtendes Stück. Oh, okay, die Regie sagt mir, für das warmleuchtende Stück reicht es nicht. Dann war das Budget zu wenig. Sie bekommen einen Metallgriff. Ist doch auch schön, oder? Ja, Metallgriff. Ja, dass die Streamverzögerung heute wieder ziemlich hart ist, glaube ich. Eine Linse, die müsste auf mein Okular passen. Ich will es gar nicht. Ich will es nicht. Ich will kein 3D sehen. Mag ich nicht. Mein Schicksal sein es zu sein, auf ewig im Schatten größerer zu stehen. Ich habe mir gedacht, der ist tot, wenn das in was gegen Moflokos Arbeit oder so ähnlich wirkt. Die meine wie einen Kindes tun. Und doch vermochte er im Gegensatz zu mir das letzte Geheimnis der Türen nicht zu finden. Und doch vermochte er im Gegensatz zu mir das letzte Geheimnis der Türen nicht zu finden. Den Schlüssel trug er stets bei sich, doch er erkannte es nicht. Die Seele ist die Wurzel des Nulls. Ein schlichter Handel wird es sein.
Meines für ihres und ihres für deines. Ein Herz ist der Sitz der Seele. Gute Reise und zieh niemals zurück. Was auch immer du hier sehen magst, zieh niemals zurück. Sag ich doch, Spiegel, wir brauchen Spiegel, tonnenweise Spiegel mit Linsen. In der nächsten Schachtel ist dann Speck. Ah! Alle. Okay, ja. Ja, jetzt, weißt. Harry Hirsch, ne? Dem war leicht fad, ja. Ach Gott, also Dingens, Bums, Diamantteil. Okay. Entschuldigung, Dingensbums Diamantteil. Okay, erstes. Triforce. Ist aber wahrscheinlich das erste. Jetzt können wir eigentlich schon rumprobieren, aber machen wir jetzt mal nicht. Ich denke erstes, zweites, dann brauchen wir noch ein drittes. War leicht fad, ja. Das. Kriegen wir das dritte überhaupt gesagt? Ach so, warte mal, das ist ein Punkt. 3 Punkte ist das Ding. Ah, okay, warte mal. 3 Punkte ist das Ding da. Ah, alles klar, jetzt langsam, okay. Ich kapier's. 1 Punkt ist die Triforce. Aber ich verstehe nicht ganz, was hat das mit Nekrose zu tun und wo ist der Chirurg? Ich weiß es. Cthulhu, ne? Okay, schaut nicht mehr ganz so fit aus. Kann ich überhaupt weg? Kann mich nicht drehen. Ah, jetzt. Was? Das ist cool. Ah.
aus wie die Kellertür von Visage. Ich glaube, da was freilassen. Voll die Animation. Ja. Errungenschaft freigeschaltet. Wunder der Wissenschaft. The Room Meister. Yeah. Spiel abgeschlossen. Glückwunsch, du hast The Room 2 abgeschlossen, hast die zahlreichen Mysterien des unvergleichlichen Raums Enthüllung geschafft, woran schon so viele gescheitert sind. Naja, komm. Du bist aus dem Labor und dem verfluchten Haus, in dem alles einst begann, entkommen. Nach unzähligen wissenschaftlichen Untersuchungen kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass du mir zur Verfügung stehende Nullprobe keinesfalls die einzige sein kann, die existiert. Vermutlich gibt es eine Vielzahl irgendwie in Verbindung stehender Proben, die diese eigenartige Ereignisse auf irgendeine Art und Weise steuern. Professor de Montfaucon oder so ähnlich, 19. November 1903. Warum haben wir das ganze Haus kaputt gemacht? Die wollten das Haus. Vielen Dank fürs Spielen. Vielen Dank, dass du The Room 2 gekauft und gespielt hast. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Als kleiner Independent-Spielentwickler glauben wir fest an die Macht der Mundpropaganda und den guten Willen aller, die unsere Spiele spielen. Also lass uns bitte wissen, wie dir The Room 2 gefallen hat, indem du es weiterempfiehlst. Lass es uns wissen, wie es dir gefallen hat. Empfehle es weiter. Oder auf unserer Steam-Seite eine Kritik verfasst. I call Bullshit. Ich habe das in einem Anime gesehen, Haus kaputt gemacht und haben die nicht. Was für ein Anime du halt gesehen hast, wenn es um Tentakeln geht. Wir wissen deine Unterstützung und dein Feedback wirklich zu schätzen und durch deinen Kauf und deine Weiterempfehlung von The Room 2 trägst du dazu bei, die Entwicklung von Independent-Spielen weiterhin zu ermöglichen. Fireproof Games. Jawohl. Ach Gott. Das ist sehr laut. Ja, nice. Nachschauen, haben wir alle. Jo, wir haben alle Erfolge. Okay, wir sind komplett durch. Machen wir beenden. Beenden. Ganz kurz nochmal. Ah Gott. Kurz umschalten. So. Der Room 2. Was haben wir denn noch? The Room 3 haben wir noch. Ich lade es mal runter, dann haben wir es das nächste Mal, wenn wir es brauchen. Jo, aber ich würde sagen, sind wir da ein bisschen eher fertig. Ich habe übrigens eine Blende zu jetzt schon drauf gehauen. Kommt auch mal noch. Weil ich schaue mir die falsche Kamera. Das ist die richtige. Ich habe Blende zu, aber jetzt aktuell noch drauf. Mal schauen. Wird auch noch kommen bei Gelegenheit. Was ist eigentlich so finster bei mir? Naja. Und Song of Horror, definitiv. Kann man kurz einteasern. Ich glaube, das hat ein ziemlich cooles Intro, glaube ich. Kann man irgendwie. Aus Einstellungen. Nur die Geschichte bitte. Edgar Allan Poe. H.P. Lovecraft, voll geil, ne? Kann man gar nicht machen, schade. Edgar Allan Poe ist der Hauptschwierigkeitsgrad für Song of Horror, das auf dieser Grundlage entwickelt und abgewogen wurde. Genauso wie das Spiel ursprünglich gedacht war.
Schade, ich dachte, das kommt in der Teaser. Schau mal kurz rein. Warte mal ganz kurz. Okay, schaut. Achso, Mist. Doch, kommt noch was. Ich muss kurz mal rein. Tentakel ums Seewall. Aber ist ja auch die Karte, wenn es um Tentakel geht. Minimal bedroht. Super duper Detektiv. Aha, aha, aha. Aha, 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 aha. Aha, 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 aha. Aha, ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Aha, aha, aha. Ah, 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 ah. Oh Gott. Oh mein Gott, ist die Steuerung kacke. Oh mein Gott, ist die Steuerung. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Uiuiui, ich brauche einen Controller. Ich verstehe, warum die sagen Controller. Meine alte Taschenlampe, sie hat mich mehr als einmal in der freien Natur gerettet. Nimm das Ding. Oh mein Gott. Ich hoffe das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nö. Hey, Plattensammlung der 80er Jahre, vielleicht kann ich mir nächsten Monat ein Regal leisten, in dem ich sie unterbringen kann. Okay, also so gut bei Kasse ist er anscheinend nicht. Also Ikea-Regal um 20 Euro, das ist nicht so wild. So viel habe ich Jahre gebraucht, um diese Bilder wieder aufzustellen. Ja, super tiefe Story. Ich muss mal kurz den Controller holen, das geht nicht. Oh Mama. Wir fahren dorthin und stellen dann eine Ikea-Regal auf. Aber dann bloß mit Livestream, ne? Na ja, gut, okay. Mit Controller ist die Steuerung auch genauso schlecht. Vollgestopft mit verschiedenen Dingen, meine Wohnung ist definitiv zu klein. Merkst du, ich baue da ein Regal auf und du bist beim Detective die ganze Zeit. Sebastian P. Hascher, Autor von Geschichtsromanen, von seinem letzten Roman wurden 4 Millionen Exemplare verkauft. Das ist einiges. Ich hoffe, dass er heute nicht anruft. Komm schon, Etienne, es ist Freitag. Oh, Officer, erzählen Sie mir doch mal, wie deep das Backstory ist. Sehr deep, sagt er dann. Dieses Wochenende steht mir ein lustiger Bügelmarathon bevor. Oh mein Gott! Ich habe diesen Hut vor etwa 10 Jahren gekauft, nachdem ich The Untouchables gelesen habe. Ich kann mich nicht erinnern, ihn einmal getragen zu haben. Ich weiß nicht, wo ich sie hinstellen soll. Ich bezweifle, dass sie auf dem Kleiderschrank passen würden. Oh, crikey, seriously?
Hello. Daniel, it's me, Etienne. Hey, we've got a bit of a major emergency going on here. Oh, you're joking. Friday evening, and there's an emergency? This is serious business. Sebastian Husher is nowhere to be found, and his manuscript should have been at the office by Tuesday. He won't answer his calls, and he hasn't shown up at his office at the university. He's vanished into thin air. Oh, don't screw with me, Etienne. Call him on Monday or send a courier for him. I just got in the door less than 5 minutes ago. I'd go myself, but I've got to attend Albert's performance in half an hour. Plus, Husher's house is closer to your place than it is to mine. Come on, man. The sooner you go, the sooner you'll get back home. You're going to owe me a big fat favor. Whatever you want. Write this down. 4 Abbott Thomas Road, in the old housing developments along Highway EB-15. EB-15? Good God, that's out in the sticks. I plan to take a few days off after this. Well, we'll talk about that once you find him. Oh, and if he gives you the manuscript, don't show it to anyone. And don't go selling it off to the highest bidder. I'll see what I can do. We'll ring you up when I get back. Thanks, Dan. Scheiße, ich hab die Wohnung nicht fertig durchsucht. Das regt mich jetzt schon wieder auf. Again. Another Friday evening and I'm working as an errand boy. I suppose they're too important over at Wake Publishers to come looking for jolly old Husher themselves. Ich unter dir vom. Wie kann Even I jemand should be warten, mich too anzurufen? important for that. Jeder weiß, dass ich zu deep dafür bin. Mustn't Nein, der ist have wirklich zu stretched deep my dafür, glaube ich. complaints. Rising from my lot as a Also ich zock das bloß mal kurz an, also wir werden drunkard es and financial truant to that of an demnächst errand schon mal boy spielen. is actually quite an improvement. If only things had gone a bit better for the company, or I'd got on the wagon a bit sooner. Aha. Damn, Sophie did the right thing when she divorced me. I would have divorced myself in her place. Friska ist gar nicht gestorben, der hat aber das sitzen lassen. Daniel Neuer, the bloody alcoholic. Chin up, you. That is Daniel Neuer, the bloody ex-alcoholic, after all. Wake Publishers employee by day, Wake Publishers screwed over lackey by evening. Even Na gut, ich muss mich Friday verhalten, sonst evenings. wird's hier noch so deep, da komme ich ohne If I Sticker could nicht mehr find raus. Husher, Oder schlimmer, ich I have a verfalte feeling mich my vielleicht sogar. status at the company would rise quite a Ich sage bit. also, ich After will das ein bisschen all, reingeruschen publishing jetzt. firm's biggest star. Allzu lang machen wir nicht mehr. Eigentlich war Let's nur so cross our rumgedacht. fingers and hope he's home. Gute Nacht auf jeden Fall. Gute Nacht. Die Hasche will zu Hause von... Gute Nacht. Danke, die Kathi. Die Hasche will zu Hause von Schriftsteller Sebastian P. Hascher, seiner Frau Catherine, ihren beiden Kindern Julia und Sol und ihren Haushälterin irgendwas. Mal schauen, auf was wir jetzt einlassen demnächst. Auftakt, ein Freitag wieder andere. Die Box spielt schon. Ich wusste nicht, dass Hascher Kinder hat. Achso. Kann ich rennen? Geht das? Dokumente. Inventar. Abzeichen für Durchhaltevermögen einsetzen, benutzen, kombinieren. Einsehen. Ach so, wegen irgendwelcher seiner Alkoholiker-Geschichte. Ich würde sagen, aktuell können wir noch nicht rennen. Uns vielleicht schnell bewegen. Nein, nicht einmal schnell bewegen. Eine Zeitung auf der Titelseite ist ein Artikel über den Mörder, den sie vor etwa einer Woche verhaftet haben. Also ist quasi schon was Älteres. Tür ist offen, oder wie? Hello? Is that music? I'd better take a look. Lichtquelle. Jede Figur besitzt eine eigene Lichtquelle. Um sie aus- und einzuschalten, drücke RT. Wenn die Lichtquelle eingeschaltet ist, kannst du die Richtung wählen, in der das Licht scheinen soll. Verwende dazu R. Auf diese Weise kannst du bestimmte Bereiche beleuchten und mit Objekten interagieren, die sonst möglicherweise nicht direkt vor deiner Figur befinden.
Der Lichtquelle wird niemals ausgehen, benutze es so oft, wie du sie brauchst. Okay, das ist schon mal cool. Is that someone playing a music box? Heißt ja umsonst Song of Horror. Naja. There's something on that. Was, du hast einen untersuchbaren Gegenstand gefunden, um ihn zu untersuchen und Informationen zu erhalten, drücke A. Um Rückstreiche zu lesen, drücke R. Okay, umdrehen. Du kannst jederzeit auf dein Inventar und die Dokumente zugreifen, drücke das Taste RB, okay. Lieber Sebastian, wie geht es dir? Ich muss ehrlich zugeben, dass wir bereits alle ungeduldig auf dein neuestes Werk warten. Mein lieber Freund, es fällt mir nicht leicht, aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Anbei findest du einen Artikel, den wir kürzlich erstanden haben. Eine kunstvolle Spieluhr mit faszinierenden Gravierungen. Die Kunstfertigkeit ist beeindruckend, aber etwas anderes ist mir aufgefallen. Vielleicht sollte ich sagen, meinem Gehör. Die Melodie, Sebastian, sie ist irgendwie eigenartig. Du musst sie dir selbst anhören. Ich hatte das Lied noch nie zuvor gehört und alle meine Versuche, die Partitur oder den Namen oder Komponisten zu finden, waren vergeblich. Ich werde diese Melodie wahrscheinlich mein ganzes Leben lang nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Kannst du mir helfen, mehr über diese Spieluhr und ihre geheimnisvolle Melodie herauszufinden? Ich würde für immer in deiner Schuld stehen. Mein allerherzlichste Grüße, Isaac Färber. PS, ich habe auch die wenigen Informationen beigefügt, die ich über die Spieluhr finden konnte. Brief adressiert an Sebastian bla bla. Okay, aber Informationen haben wir quasi keine wohl. 98, also das Spiel spielt früher. What the? How can there be a door there? Okay, die Tür wird interessant, glaube ich. Laut. Tür ist weg. I'd hardly taken a step forward when I heard the door close behind me. When I turned around, the door wasn't there anymore, and all that was left of it was a strange shadow on the wall. I searched. I despaired. And I screamed until my throat began to burn. The candles started to run out, as did the batteries in my torch. From within the most suffocating darkness, the hours went by, until turning into days, and I began to fall in and out of a restless sleep. I would hear voices, sometimes right next to me, other times a few yards away. It seemed like they were coming from the other side of the wall. Desperate cries, howling in horror, and sometimes, the worst of all, a vast, oppressive silence would fall, seeming to emanate from everywhere and nowhere. All Schaut vielversprechend aus, muss ich ganz ehrlich there was sagen. nobody there, just hallucinations. Nightmares, black nothingness, and the song from that music box. Trapped in this impossible place, I wondered if I was going to die there. Okay. Drei Tage später, okay. Etienne, do you have any news on Daniel yet? Oh, Sophie. No. We've been calling him at home all day, but there's no response. Do you know if he's got a mobile phone? No, I don't think so. And if he does, he doesn't tend to keep it on him. Oh, man.
I think I should pass by the Husher place when I leave, just to see if they know anything. Husher the writer? Your client? Yeah, I sent Daniel over there on Friday, and I haven't heard from him since. What's the address? I'm going to stop by Daniel's place, and if I don't find him, I can go around and ask about him. The house on the outskirts of town, on Highway EB-15. Number 4, Abbott Thomas Road. It's a big house. Okay. I'm headed over. Call me if you find him. Of course. Same to you. Okay. Ich werde jetzt aufhören. Ich wollte es bloß kurz mal anteasern und ein bisschen anschauen, weil es mich selber interessiert hat. Sophie von Tennant. Lichtquelle Kerze, das Leben hat so viele Male auf die Probe gestellt, also hat es immer geschafft, dank ihrer außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit konnte sie Kraft aufbringen, ihre gescheiterte Ehe mit Daniel zu beenden. Ach, das ist Sophie. Die eine renommierte Kunstgalerie leitet, genießt nun ein Leben im Wohlstand, etwas nachdem sie sich stets gesehnt hatte. Ach, okay. Und wenn ich eine anzünde, fühlt sich alles um mich herum sicherer und friedlich an. Sophie, Duftkerzen. Die können sterben, die Charaktere, ne? Also dauerhaft. Permadeath. Also instant. Doch, Permadeath eigentlich, so heißt es schon doch. Mag ich gar nicht. Gut, aber für da belassen wir es jetzt, ne? Die hat eine richtige Fundel, wow. Okay, das Ding ist ziemlich hell. Ich meine 98. Aber Kerze, also Taschenlampe hätte schon haben können. Gut, aber ich höre mal auf. Pause. Speichern beenden. Weiter geht's beim nächsten Mal, würde ich sagen. Oder? Ja, mal schauen. Vielleicht machen wir Song vorher weiter. Vielleicht. Ich weiß nicht genau. Da kommen wir zu was anderes. Am Samstag haben wir jetzt erstmal das eine. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Brettspielabend. Keine Ahnung. Also einfach mal was anderes. Ohne Computer quasi, ohne Videospiel mit Real Game. Sag jetzt mal, ist ja wurscht. Okay. Ist jetzt beim nächsten Mal. Ist ja danke fürs Zuschauen. Heute ein bisschen eher Schluss, aber gut. Passt schon. Ich hoffe, ihr haltet es aus. Und